Die Morgensonne stieg nicht so sehr auf, als dass sie sich wie flüssiges Gold über die makellose Weite des Küchenlinoleums ergoss. Es war ein fröhliches, buttergelbes Muster. Winzige Boomerangs und Sternexplosionen, die sich bis ins Unendliche wiederholten und noch schwach nach dem wachsartigen Versprechen der Neuheit rochen. Das Licht fing die Kanten des Tisches mit Chrombeinen auf, die doppelten Chromstreifen an der Kühlschranktür und ließ den gesamten Raum mit einer stillen, optimistischen Energie vibrieren. Dieses Summen war nicht nur visuell, es wurde von einem leisen, gleichmäßigen mechanischen Schnurren aus der Ecke untermalt, dem Kühlschrank, einem Filko, dessen gerundeter Korpus ein stolzer weißer Vektor war. Dieses Geräusch, ein ständiges Hintergrundgeräusch moderner Errungenschaften, war eine Quelle stillen Stolzes. Es war der Klang von keiner Eislieferung mehr, kein feuchtes Sägemehl, das über den Boden getragen wurde, ein Laut, der von Fortschritt und dauerhafter Kälte flüsterte. Die Füße in weiche Hausschuhe schlüpfend, begann das Ritual. Die Baumwollshirts, nackig und mit winzigen roten Kirschen getüpfelt, wurde fest um die Taille gebunden, ihre Bänder ein vertrauter Anker. Das Radio auf der Anrichter wurde eingeschaltet, sein warmes Nassbaumgehäuse vibrierte, als die Röhren erwachten. Die Stimme eines Nachrichtensprechers, gemessen und autoritär, erfüllte den Raum und sprach von fernen Autobahnen, die gebaut wurden, und geplanten Satelliten. Es war eine Stimme, die in diese sonnige Küche gehörte, ein Kommentar für die aufstrebende Ära. Der Perkolator, eine schlanke Aluminiumkuppel, wurde mit kaltem Wasser und gehäuften Löffel gemahlenen Kaffees gefüllt. Auf die vordere Brennplatte des Herdes gestellt, zischte seine blaue Flamme zum Lieben. Bald gewann die Tanzbar der Roms eine neue Schicht, das eifrige, blubbernden Blub vom Wasser, das durch den Kaffeesatz gedrückt wurde, ein perkussives Vorspiel zur ersten Belohnung des Tages. Während der Kaffee seine Alchemie vollzog, wurde die gusseiserne Pfanne von ihrem Ehrenplatz geholt. Sie war schwer zu einer schwarzen, glasigen Perfektion eingebrannt, ein Relikt aus der Küche einer Mutter, das nahtlos in diese neue Welt übergegangen war. Ein Stück Butter sischte, als es in die Pfanne fiel, und schmolz zu einem schäumenden, duftenden Pool. 2 Eier, ihre Schalen kühl und braun, wurden entschieden gegen den Rand aufgeschlagen. Sie landeten mit einem leisen Zischen. Das Eiweiß blasierte und spitzelte sofort in den Ränder. Die Eigelbe setzten sich wie Zwillingssonnen in eine Miniaturgalaxie. Der Geruch war sofort und tiefgründig, reich, Eiweiß, reich und absolut fundamental. Daneben wurden 2 Scheiben Weißbrot in den Chromtoaster gelegt, der Hebel mit einem befriedigenden, federbelasteten Klunk nach unten gedrückt. Das Warten war eine Studie in synchronem Timing. Die Eier genau dann wenden, wenn das Eiweiß fest wird. Die gebutterten Ränder knusprig und braun werden sehen, während die Elemente des Toasters orangefarben, Gluten und der erste Geruch von verbrennendem Weizen sich mit dem Crescendo des Kaffees zu vermischen begann. Der Toast sprang auf, perfekt gegräunt. Er wurde noch heiß gebuttert, das gelbe Quadrat schmolz sofort zu einem glänzenden Schimmer. Die Eier wurden auf einen wartenden Teller geglitten,
Die Eigelbe noch herrlich flüssig. Der Perkulator beendete sein letztes, spackendes Seufzen und wurde vom Feuer gehoben. Die erste Tasse Kaffee, in einen robusten Porzellanbecher gegossen, war schwarz und stark, sein Dampf kräuselte. Sich in die Sonnenstrahlen, am Tisch sitzend, war die Morgenmahlzeit eine Symphonie einfacher Textur. Das knusprig, nachgebende Toast, das cremige, zerplatzende Seigo, die stärkende Bitterkeit des Kaffees. Die Radionachrichten machten einem Wetterbericht Platz, der klaren Himmel vorhersagte, und dann einem fröhlichen Jingle für eine neue Waschmittelseife. Das Frühstück weggeräumt, die Spüle mit warmem, seifigem Wasser gefüllt. Die Pfanne wurde sorgfältig gewaschen, über der niedrigen Flamme getrocknet. Um ihr Einbrandschig zu erhalten, eine kleine Handlung der Bewahrung, die Hände an der kirschgetupften Schürze abwischend, konnte die eigentliche Planung beginnen. Der Tag streckt sich voraus, eine saubere Leinwand, häusliche Zweckbestimmtheit. Aus einer mit fröhlichem Kontaktpapier ausgekleideten Schublade wurde ein kleines Notizbuch und ein gespitzter Bleistift hervorgebracht. Die Einkaufsliste. Sie begann mit den Notwendigkeiten in einer ordentlichen, fließenden Handschrift geschrieben. Milch, Brot, Eier. Aber dann wandten sich die Gedanken dem Abendessen zu. Der Mann hatte eine lange Woche erwähnt. Etwas Herzhaftes wäre willkommen. Ein Braten, das würde Karotten, Zwiebel, Kartoffel erfordern. Eine Dose Champignon-Cremesuppe für die Soße. Marge hatte gesagt, das mache den entscheidenden Unterschied. Die Liste wuchs Punkt für Punkt, eine Karte der bevorstehenden Pilgerfahrt des Tages. Das Notizbuch wurde genau in die Mitte des gelben Linoleumtisches gelegt, der Bleistift ordentlich darauf gelegt. Es war ein Vertrag, ein Versprechen. Die Sonne kletterte höher und spiegelte sich nun im Wasserhahn und im Glas der Ofentür. Der Kühlschrank gab ein tieferes, entschiedenes Summen ab und kehrte dann wieder zu seinem gleichmäßigen Schnurren zurück. Die Küche stand bereit, eine glänzende Lebensmaschine. Jede Oberfläche abgewischt, jedes Werkzeug an seinem Platz. Für einen Moment gab es nur die Stille und das Licht und die Liste. Einem perfekten, schwebenden Punkt des Gleichgewichts, bevor das Tagesgeschäft begann. Die gesamte Welt war in diesem Moment in diesen 4 sonnigen Wänden enthalten, geordnet, vorhersehbar und hell mit der reinen Neuheit der Bequemlichkeit. Das Radio begann einen sanften Swingtune zu spielen, und der Tag, vollständig konzipiert und auf eine Liste wartend, begann offiziell. Die Limousine, ein riesiges Schiff aus Chrom und poliertem blauem Stahl, glitt durch Straßen, die mit ordentlichen, jungen Bäumen und identischen, lächelnden Häusern gesäumt waren. Ihre Reise fühlte sich zweckorientiert an, ein wöchentliches Ritual, das zu einer Expedition erhoben wurde. Das Ziel war nicht der vertraute, enge Laden mit seiner Glocke über der Tür, sondern die neue Plaza am Stadtrand, in flacher, weitläufiger Tempel aus Flachglas und Optimismus. Allein der Parkplatz war eine Offenbarung, ein ausgedehntes Meer aus Asphalt,
auf dem man in beliebigem Winkel parken konnte, eine Erklärung von Raum und automobile Fülle, den Gin-Schlüssel abschaltend, wurde die folgende Stille kurz, schnell gefüllt, durch das ferne Seufzen automatischer Türen und das fröhliche Geschwätz anderer Familien, die dieselbe Mission begannen. Durch diese Türen sie drängen, war ein Angriff des Wundersamen, eine Wand klimatisierter Luft, trocken und kühl, wusch über die Haut und trug dabei einen komplexen Blumenstrauß mit sich. Das wachsartige Parfüm polierter Äpfel, den schwachen, sauberen Duft von Waschmittel und etwas Undefinierbares, den Geruch absoluter Neuheit. Die sensorische Überflutung war sofort und blendend. Über Kopf samten lange Reihen von Leuchtstoffröhren, eine hohe, gleichmäßige Note und verbanden jeden Schatten, machten das Innere in einer starken, schattenlosen Brillanz sichtbar, die Farben mit unnatürlicher Intensität vibrieren ließ. Die Böden, weite Ausdehnungen aus gefleckten Vinylkacheln, glänzten unter den Lichtern, zu einem hohen Glanz poliert, der die geschäftige Szene darüber wie ein stiller, dunkler Fluss reflektierte. Einen Drahtwagen aus dem glänzenden Korall zu nehmen, war der erste physische Akt der Pilgerfahrt. Er rasselte mit einer metallischen Musik, seine Räder drehten sich mit einem sanften, mühelosen Souverän weit entfernt vom wackeligen Holzkorb des alten Lebensmittelhändlers. In vorwärts zu schieben, fühlte sich an wie ein Schiff in einen Hafen überwältigender Fülle zu steuern. Das reine Ausmaß war das erste Wunder. Gang, nicht nur Regale, erstreckten sich in die Ferne, Schluchten der Fülle, flankiert von hoch aufragenden Klippen aus Waren. Die Ordnung war militärisch, die Beschilderung kühn und freundlich. Ein stilles, effizientes Versprechen, das alles, was man je brauchen könnte, hier wartete, dreifach vorhanden. Die Reise begann wie alle solchen Reisen. Es müssen im Königreich der Frischprodukte. Aber dies war kein willkürlicher Haufen Kartoffel in einem Scheffelkorb. Hier war ein Füllhorn, das für maximale Anziehungskraft konzipiert war. Nackig Salat, jeder Kopfen perfekter, blassgrüner Globus ruhten in Betten aus gestoßenem Eis unter einem feinen Nebel, der mit einem regelmäßigen, erfrischenden Zischen ein- und ausgeschaltet wurde. Tomaten glänzten unter den Lichten, jede eine gleichmäßige, wachsige Rote, in Präzisionpyramiden gestapelt, die der Schwerkraft trotzten. Oronen waren nicht in einem Sack angeordnet, sondern in einem brillanten, sonnenähnlichen Haufen, jede mit einem blau betinteten Versprechen der Süße gestempelt. Die Karotten gewaschen und mit einer grünen Papiermanschette gebündelt, hatten keine Spur von Erde. Ist wohl schön, diese sanitierte Fruchtbarkeit, doch eine schwache, fast vergessene Erinnerung taute auf die knorrige, erdbedeckte Karotte, die aus einem Hinterhofgarten gezogen wurde, ihr Geschmack eine erdig-explosive Offenbarung. Das hier war sauberer, heller, besser, beständiger Geist, denn Wagen langsam an den Zitrusfrüchten vorbeischiebend und den hergestellten Zitrusfrüchten vorbeischiebend und den hergestellten Zitrusfruchtduft einatmend, der in der Luft hing. Als nächstes kam der Bereich des Metzgers, ein Schauspiel aus glänzendem Weiß
und scharlachrot. Der alte Metzger, Mr. Burbier-Mister Henderson, mit seiner blutbefleckten Schürze und seinem wissenden Lächeln, war durch eine lange Kühlvitrine ersetzt worden, die die Länge einer gesamten Wand einnahm. Hinter ihrem makellosen Glas lagen Fleischstücke auf Tabletts, die mit wachsigem weißem Papier ausgekleidet waren, jedes Stück mit maschinengeschriebener Präzision etikettiert und ausgezeichnet. Hier war ein Lendensteak seine Marmorierung, ein perfektes Spitzenmuster aus Fett. Dort ein Haufen Schweinekoteletts, jedes von identischer Dicke wie Seiten aus demselben Buch. Gans Hühner, prall und gelbhäutig, wurden mit ordentlichem Bindfaden dressiert, ihre Hohlräume leer und sauber. Die Intimität nach einem bestimmten Schnitt zu fragen, das Fallen des Hackballs zu beobachten, ein in braunes Papier gewickeltes und mit Bindfaden gebundenes Päckchen zu erhalten. Diese Transaction war verschwunden. An ihrer Stelle stand diese stille, atemberaubende Effizienz. Man zeigte einfach, und ein Mann in einem makellosen weißen Kittel und Papiermütze würde das gewählte Paket mit Zangen abrufen. Das Fleisch war nicht weniger real, vielleicht sogar gleichmäßiger perfekt, aber das Ritual war zu einem stillen Ballett der Kühlung rationalisiert worden. Beim Pausieren neben einem Berg von Russet-Kartoffel, in Klärnetz gepackt, enthielt der Drahtwagen noch immer nur die wenigen Artikel von der Liste. Aber der Wagen selbst, so riesig und leer, schien von Potenzial zu flüstern. Es forderte zum Füllen auf. Die Aufregung war spürbar, ein kindliches Staunen über diese endlose Auswahl. Dennoch, durch die anderen Einkäufer webbend, jeder in seiner eigenen Welt der Auswahl, wand sich ein dünner Faden der Nostalgie durch das Wunder. Die Erinnerung an Mr. Finleys Ecke tauschte auf, das gedämpfte Licht, die Holzdielen, die ein bestimmtes Lied untertraten, das riesige Käserad unter Glas, die Art, wie er für die Kinder immer ein Stück Hartkaramell hinzufügte. Das war ein Ort des Gesprächs, der persönlichen Berührung, wo das Inventar begrenzt, aber intim bekannt war. Dieser neue Ort war ein Palast der Anonymität und grenzenlosen Option. Den Wagen vorwärts schiebend, das Quietchen seiner Räder, in dem riesigen Raum hallend, fühlte der Einkäufer sowohl ein aufregendes Machtgefühl, die gesamte moderne Welt ausgebreitet zum Greifen, als auch den stillen, unerklärlichen Verlust einer kleineren, wärmeren Welt, die, ohne viel Aufhebens, obsolet gemacht worden war. Die Pilgerfahrt war erst halb begonnen, der Wagen noch leicht, aber der Weg voraus war hell beleuchtet, poliert und kalt und führte tiefer in das Herz eines schillernden, unpersönlichen Versprechens. Der Drahtwagen, sein rhythmisches Quietchen nun, ein vertrauter Begleiter, wurde von den rauen, vertrauten Gebieten von Obst und Fleisch weggelenkt. Das Abbiegen in den nächsten Gang war nicht nur eine Richtungsänderung, es war das Überschreiten einer Schwelle. Hier schien die Luft selbst anders, trockener irgendwie und nach dem schwachen, süßen Staub von Karton und dem metallischen Flüstern von Zinn duftend. Dies war das Imperium der verpackten Waren, eine Welt in Primärfarben, ein kühner, fröhlicher Schrift gemalt. Es erstreckte sich in die Ferne, ein hypnotisches Panorama aus Schachtel, Dosen
und Kartons, die mit geometrischer Präzision gestapelt waren, jeder Artikel ein in sich geschlossenes Versprechen, eine versiegelte Einheit des Potenzials. Der erste Angriff war visuell, mit chromatischer Symphonie, die darauf ausgelegt war zu fesseln. Küchenmischungsschachteln standen wie hell gefärbte Ziegelsteine, jeder Geschmack in schwungvoller Schrift angekündigt. Betty Crockers Gesicht, ein freundliches Porträt mütterlicher Expertise, lächelte von einem Dutzend verschiedener Paneele und versprach Teufelskuchen, goldene Butter und schneeweiße Schichten mit nur einem Ei und Wasser. Die Farben waren unnaturally lebendig. Die Schokoladenbox, ein sattes, glänzendes Braun, die Erdbeeren schockierendes Rosa, daneben bildeten Stupendenreihen, ein glänzendes Bataillon, ihre Etiketten, eine Miniaturgalerie, appetitanregende Kunst, dampfende Schalen-Tomatensuppe, ein perfekter Porzellanschwung in der Hühnercremesuppe, stückige Gemüse in einer rubinroten Brüdingsuppe. Stückige Gemüse in einer rubinroten Brüdingsuppe. Das Licht der Leuchtstoffröhren oben spiegelte sich von ihren lackierten Oberseiten ab und schuf kleine Konstellationen aus reflektiertem Glanz. Weiter unten hielt eine Neuheit den Wagen vollständig an. In einem eigenen offenen Gefrierkasten, von ranken frostigen Dampfes umhüllt, lagen die TV-Dinners. Ihre Verpackung war ein Wunder der Space Age Illustration. Eine stilisierte, glückliche Familie, die um ein Fernsehgerät versammelt war, ihre Gesichter in ekstatischer Freude sowohl dem Bildschirm als auch dem Essen auf ihren Kain zugewandt. Die Aluminiumschalen innen waren durch ein klares Fenster sichtbar. Jedes Fach hielt eine gefrorene Landschaft, eine brownie Scheibe Salisbury Steak in einem, ein Haufen Kartoffelpüree in einem anderen, Quadrat Apfelkuchen in einem dritten. Die Idee war erstaunlich. Eine ganze Mahlzeit vorgefertigt, nur Hitze erfordernd. Sie versprach Befreiung vom Herd, eine Konvergenz von Nahrung und Unterhaltung, die sich sowohl dekadent als auch genial praktisch anfühlte. Die Hand schwebte über der Kälte des Gefriergerätes und spürte das Versprechen eines verwandelten Donnerstagabends. Darf ich Ihnen das neueste von Croft anbieten? Die Stimme war jung, fröhlich und erschreckend nah. Ein Lagergehilfe, unmöglich frischgesichtig, in einer kleinen Schürze und Papiermütze, stand hinter einem kleinen Klapptisch. Darauf befanden sich eine Schale blasserungsfarbener Aufstrich und ein Teller gleichmäßiger, goldener Cracker. Er hielt einen mit einem Klecks der Substanz belegten Cracker hin, aufgespießt mit einem winzigen, bunten Zahnstocher. Es ist ein Käseaufstrich, verkündete er, als würde er eine Würde vorstellen. Keine Kühlung nötig bis zur Öffnung. Perfekt für Partys. Die Probe wurde angenommen. Der Cracker war nichtssagend knusprig, ein bloßes Vehikel. Der Aufstrich selbst war glatt, unnatürlich so, und überzog die Zunge mit einem salzigen, würzigen Geschmack, der Käse nur im abstraktesten Sinne beschwor. Es war nicht Käse, wie man ihn vom Delikatessenblock kannte, sondern Käse als Konzept für Haltbarkeit und Streiffähigkeit konzipiert. Es war unbestreitbar praktisch. Der Gedanke kam an Gaten. Kein Reiben, kein Durcheinander,
nur ein Drehen des Deckels und sofortige Häppchen, delle Geheel verstrahlte und las zu Stimmung in dem nachdenklichen Schweigen. Revolutionär, nicht wahr? Das war es. Das war das Wort, das in der Luft dieses gesamten Ganges summte. Revolution. Ein stiller, blutloser Startstreik in der Küche. Hier war der Reiz, nackt und unwiderstehlich. Das Versprechen war nicht nur von Lebensmitteln, sondern von Zeit. Zeit gespart vom Schrauben, Schälen, Hacken, Köchels. Zeit zurückgewonnen für andere Beschäftigungen, vielleicht das Fernsehen zu schauen oder die Möbel zu polieren oder einfach auszuruhen. Die Schuldgefühle waren ein schwaches, flüsterndes Däspens an Erinnerungen an Hände, die Teig knetterten und das lange, langsame Köcheln vom Knochen zu Brühe, an den persönlichen Fingerabdruck der Mutter in einer Mahlzeit. Aber der Nervenkitzel war lauter, heller und stimmte mit den Farben auf den Schachteln überein. Es war der Nervenkitzel des Modernen, mit der rasenden Welt da draußen Schritt zu halten, an den kollektiven Wunder teilzuhaben. Die Hand griff fast aus eigenem Antrieb heraus. Eine Schachtel Teufelskuchen-Backmischung wurde in den Wagen gelegt, ihr Gewicht vernachlässigbar. Dann eine Dose Champignon-Cremesuppe, ihr Etikett, so vertraut durch Magen-Joy-Suppe. Einzugern, ein Blick herum, als ob jemand den Akt bezeugen könnte. Und dann das Aluminiumbehältnis eines TV-Dinners, gebratenes Huhn dieses Mal, wurde neben der Suppe versorgt. Der Wagen war nicht mehr riesig. Er wurde zu einem Porträt einer neuen kulinarischen Identität. Als nächstes kam eine Dose Pfirsichhülften in schwerem Syrup, ihre goldene Farbe durch das Glas schimmernd, und eine Schachtel Instant-Kartoffelpüree, ein Pulver, das mit heißem Wasser allein zu Fluff werden versprach. Jede Auswahl war eine kleine Capitulation, eine Stimme für die Leichtigkeit. Das Schuldgefühl und der Nervenkitzel wirbelten zusammen. Ein verwirrender, aber potenter Cocktail. Das war nicht bloßes Einkaufen, es war ein Glaubensbekenntnis an eine Zukunft, in der alles einfacher, heller und vorgemessen war. Den belebten Wagen vorwärts schiebend, seine Räder nun mit einem schwereren, substanzielleren Geräusch rollend fühlte der Einkäufer eine seltsame Dualität. Sowohl Pionier als auch verlorener Sohn, eifrig in ein hell erleuchtetes Vorverpacktsmorgen schreitend, während das Gespenst eines langsameren, unordentlicheren, duftenderen Gästens schweigend hinterher folgte und mit jeder hinzugefügten Dose und Schachtel schwächer wurde. Die Einkaufstüten, mit ihren Versprechen rächelnd, wurden mit einem feierlichen Gefühl auf das gelbe Linoleum ausgepackt. Jeder Artikel war ein kleines, schwerwiegendes Symbol der Expedition. Die rohen Zutaten, die Milch, die Karotten, das verpackte Stück Rinderschmorbraten wurden mit vertrauter Pflicht in den Kühlschrank verstaut. Aber die neuen Anschaffungen, die Dosen und Schachteln, wurden auf der Arbeitsfläche wie Artefakte aus einem neu entdeckten Land angeordnet. Unter ihnen stand die rot-weiße Dose Campbells Champignon-Cremesuppe mit besonderer Autorität. Ihr Etikett zeigte eine dampfende, perfekt homogen Bisk, eine Vision cremiger Einfachheit.
Das Mittagessen würde ein Test sein, eine stille Einweihung in die neuen Methoden. Der Kochtopf, ein robustes Stück emuliertem Stahl, wurde auf die vordere Brennplatte des Herdes gestellt. Der Dosenöffner wurde aus der Wittibitie-Schublade geholt. Ein einfaches, handgekurbeltes Gerät aus bemaltem Metall mit einem scharfen, rotierenden Rad. Es war ein Werkzeug, das seit Jahrzehnten existiert hatte, aber sein Zweck war jetzt erhöht worden von einem gelegentlichen Gerät für Tomaten oder Pfirsiche zu einem potenziellen Schlüssel zur täglichen Befreiung transformiert. Die Dose war kühl und glatt in der Hand, ihr Papieretikett leicht kolettig, koprägt von der nebligen Gemüseabteilung des Supermarkts. Das Schneidrad des Öffners gegen den Rand zu positionieren erforderte einen leichten Druck, eine feste Verpflichtung. Dann begann das Kurbel. Das Geräusch war eine metallische Arie, ein kackiges, rhythmisches Stanzreis, 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 als das Rad bis und sich drehte und durch das Reisblech schoss. Es war ein sauberes, effizientes Geräusch, frei von Ambiguität. Es sprach von technischer Präzision von einer Barriere, die ordentlich und vorhersehbar entfernt wurde. Es gab kein Ringen, kein Aufhebel mit dem plobigen Messer. Nach einer letzten vollen Umdrehung war der Deckel befreit, noch an einem winzigen Scharnier aus Metall befestigt. Ein schneller Schwenk des Hebels des Öffners löste ihn vollständig ab und hinterließ eine perfekte, leicht gewölbte Metallscheibe mit einer gefährlich scharfen Kante. Da ich öffnete das, enthüllte nun ihr Inneres. Einen dichten, halbfesten Suppenzylinder, ein gleichmäßiges blasses Beigi, seine Oberfläche glatt und leicht glänzend. Der Geruch, der aufstieg, war sofort und stark. Ein konzentriertes Aroma aus Salz, Creme und einer tiefen, erdigen Pilzessenz, die sowohl vertraut als auch seltsam intensiviert war, wie die Erinnerung an einen Wald destilliert in einer Dose. Die Dose über den wartenden Kochtopf neigend, ergoss sich der Inhalt nicht so sehr, wie er sich ergab. Es gab ein dickes, nasses Plumps, ein einziges, zusammenhängendes Geräusch, als der gesamte Zylinder in einem Stück herausglitt und mit einem weichen, schweren Dampfen in die Pfanne landete. Seine zylindrische Form für einen surrealen Moment, bevor er unter seinem eigenen Gewicht zu erschlaffen begann, ein sedimentärer Turm konzentrierter Bequemlichkeit. Die Anweisungen auf dem Etikett wurden mit der Sorgfalt eines Chemikers befolgt, eine Dose Milch, langsam gegossen, um die konzentrierte Substanz zu verdünnen. Als die kalte Milch auf die dichte Paste traf, sammelte sie sich an den Rändern, bevor der Schneebesen eingeführt wurde. Der Kontrast war so lebhaft wie die Leuchtstofflichter des Supermarkts. Die Erinnerung tauchte auf, ungebeten und vollständig, Champignoncremes, Suppe vom Grund, oft zubereiten. Sie begann mit einem Gang zum Markt für frische Pilze, ihre Köpfe feuchten nach Lehm riechend, behutsames Abwischen erfordernd, nicht waschen, um ihren Geschmack zu erhalten. Dann das Schneiden, die feinen Scheiben fielen unter dem Messer, das Anbraten in Butter, ein langsames Herauslocken von Feuchtigkeit, bis sie brannten
und ihr Duft die Küche mit einem tiefen, nussigen Reichtum erfüllte. Das Erstellen einer Mehlschwitze, das vorsichtige Einstreuen von Mehl in geschmolzenes Fett, das geduldige Rühren zu einem blassen Gold, das allmähliche Hinzufügen von warmen Brühe, das konstante Quirlen zur Vermeidung von Klumpen, das lange, sanfte Köcheln zur Verschmelzung der Aromen, beendet mit einem Wirbelsahne und einer letzten Anpassung von Salz und Pfeffer. Es war eine Stunde Arbeit, eine Symphonie aus Schritten, bei denen der Koch, Dirigent und Instrumentalist war, jede Phase eine taktile, olfaktorische Freude. Das Ergebnis war subtil, geschichtet, ein stilles Meisterwerk. Dies war eine andere Art von Musik. Der Schneebesen traf zunächst auf Widerstand, begann dann aber die Paste aufzubrechen und sie mit der Milch zu vermischen. In weniger als einer Minute war die Transformation vollständig. Wo ein fester Zylinder gewesen war, wirbelte nun eine glatte, blasse Taupeflüssigkeit, die bereits zu dampfen begann, als die Flamme den Boden der Pfanne leckte. Der Gäreverrauch entwickelte sich weiter und weichte von seinem konzentrierten Schlag zu einer warmen, cremigen Decke aus Duft ab, die in ihrer Geradlinigkeit unbestreitbar ansprechend war. Es gab keine Mehlschwitze zu beobachten, keine Angst vor dem Gerinnen der Sahne. Man rührte einfach und wartete auf das erste faule Brüben am Rand. Die Leichtigkeit war verführerisch, ein Ausdruck gewonnener Minuten. Die komplizierte, stündige Symphonie vom Grund auf war durch ein effizientes, 3-minütiges Etüde ersetzt worden. Während diese paar Heister ihre Oberfläche eine zarte Haut entdeckelt, wenn sie auch nur für einen Moment ungerührt gelassen wurde die Begleitung vorbereitet. 2 Scheiben Weißbrot wurden außen gebuttert. Dazwischen kämen 2 Scheiben verarbeiteter amerikanischer Käse, jede einzeln in einer wachsartigen, durchscheinenden Hülle eingewickelt. Der Käse, ein perfektes, in Plastik, eingewickeltes orangefarbenes Quadrat, hatte eine milde, salzige Süße und einen Schmelzpunkt, der nichts weniger als wunderbar war. Das Sandwich wurde in die Gusseisempfanne angelegt, dieselbe, die die Eier des Morgens gebraten hatte. Es tischte sanft, das gebutterte Brot röstete zu einem goldenen, knusprigen Braun, während der Käse innen seine Alchemie durchlief. Durch das Brot konnte man ihn erweichen, zusammenbrechen und zu einem nahtlosen, samtigen Kleber werden sehen. Das Umdrehen entholte eine perfekte, gleichmäßige Röstung. Die Suppe wurde in eine weite Flaschenschüssel gegossen, ihre Oberfläche eine makellosen, cremigen Ebene. Das gegrillte Käse-Sandwich wurde. Diagonal geschnitten die Standardgeometrie des Mittagessens und enthalte ein geschmolzenes, dehnbares Inneres. Das Essen war am Tisch arrangiert, eine Studie in Mid-Century-Einfachheit. Der erste Löffel Suppe war ein Schock aus Salz und Umami, der Pilzgeschmack vorhanden, aber vereinfacht eine kühne Schlagzeile anstelle einer nuancierten Geschichte. Es war warm, tröstend und erforderte keine Analyse. Das gegrillte Käse-Sandwich, sein Äußeres erschütternd knusprig, gab dem reichen, zähflüssigen Inneren nach.
Der verarbeitete Käse hatte einen Zustand cremiger Perfektion erreicht, den ein scharfer Cheddar nie replacieren könnte. Zusammen waren sie ein harmonisches Paar, ein Duett aus weich und knusprig, salzig und reich. Allein in der sonnigen Küche, essen das, Radio leise spielend, war die Mahlzeit ein stiller Erfolg. Sie war schnell, sie war befriedigend. Sie hatten nur eine Pfanne, einen Schneebesen, ein Messer und einen Teller beschmutzt. Die gesparte Zeit war spürbar, eine greifbare Tasche von Minuten, die nun für andere Dinge frei war, vielleicht einen Psalm zu nehmen oder einen Brief zu schreiben oder einen Brief zu schreiben oder einen Brief zu schreiben. Das Gespenst von Grundoft zubereiteten Version mit ihren tieferen Aromen und stolzer Arbeit schwang am Rand des Bewusstseins ein schwaches, respektvolles Echo. Aber es war nur das, ein Echo. Die Realität war diese effiziente, köstliche Schüsselwärme, dieses perfekt geschmolzene Sandwich, diese saubere Küche und dieses neue, weite Gefühl von Zeit. Das Lied des Dosenöffners, ein kurzes, metallisches Vorspiel, hatte in einer stillen, tröstenden Hymne auf die Leichtigkeit gegipfelt. Die Zukunft schmeckte, so schien es, ganz gut. Die Effizienz des Morgens, geboren aus dem Lied des Dosenöffners, hatte eine kleine, unerwartete Zeitlücke geschaffen. Das Frühstücksgeschirr war gewaschen und getrocknet, die Mittagspfanne geschrubbt und weggestellt, und der Nachmittag streckte sich ruhig und unverplant voraus. In dieser Ruhe erklang die Türklingel, ein helles, zweitöniges Echo durch das sonnige Haus. Durch die Vorhänge des Vorderfensters spähend offenbarte sich Margie von 2 Türen entfernt, auf der Treppe mit fröhlicher Erwartung stehend, ihre Hände in der kleinen Lacklederhandtasche umklammernd. Der Besuch war keine Überraschung. Er war ein Ritual, so in den Rhythmus der Woche eingebettet wie die Supermarkt-Pilgerfahrt. Donnerstag, Mittagmorgen, Kaffee. Die Tür wurde mit einem Lächeln geöffnet und Marge strömte herein, ein Wirbel fröhlicher Energie in ein mit Weil fröhlicher Energie in ein mit Weilchen bedruckten Hemdblusenkleid. Ich sah, dass dein Auto zurück war, sagte sie zur Begrüßung, ihre Stimme eine warme, vertraute Kadenz. Dachte, ich komme vor den Nachmittagstrubel rüber. Der Nachmittagstrubel war ein gemeinsamer Witz, der sich auf die hektische Stunde vor der Rückkehr der Ehemänner bezog, wenn Abendessen fertiggestellt und Kinder zusammengetrommelt werden mussten. Sie trat in die Diele, ihre Augen nahmen die Ordnung und den Glanz des Wohnzimmers mit einem zustimmenden, geübten Blick auf. Diese gegenseitige Einschätzung war Teil des Rituals, eine stille Bekräftigung gemeinsamer Standards. Die Küche, noch hell von der Morgensonne, wurde zur Bühne. Die guten China-Tassen, die mit den zarten Goldrändern und blassen rosa Rosen, wurden aus dem hohen Schrank geholt. Sie waren für Gesellschaft reserviert, eine kleine Anhebung von den alltäglichen Bechern. Der Perkulator, noch warm vom Frühstück, wurde wieder gefüllt und zum erneuten Blüben gebracht, sein vertrautes Blub-Blub als Höchstlichen. Soundtrack: aus der Vorratskammer kamen die Kekse Pepperidge Farm Milanos, ihre Cello-Fanhülle mit einem Versprechen der Raffinesse, raschelt,
Sie wurden auf einem gemeißelten Glassteller eingeordnet. Jeder Keks ein perfektes Oval aus dunkler Schokolade zwischen zwei zarten, knusprigen Waffeln. Zugekauft, ja, aber elegant so ein Zeugnis der Tatsache, dass man jetzt Verfeinerung kaufen konnte. Der Teller wurde genau in die Mitte des Tisches gestellt, zwischen der Zuckerdose und dem kleinen Sahnebecher in Kuhform. Marge ließ sich mit einem zufriedenen Seufzen in einen Stuhl sinken und glättete ihr Kleid über den Knien. Der erste Zeremonialakt wurde das Einschenken. Der reiche, dunkel Kaffee strömte in die zarten Tassen. Sein Dampf trug ein Aroma, das sich mit Marges leichtem Parfüm und dem schwachen, süßen Duft der Kekse vermischte. Das Klimpern des Porzellankans gegen den Tassenrand war eine winzige, kristalline Note. Dann kam das sanfte Klappern von Löffeln gegen Porzellan, als Zuckerwürfel aus der Schüssel gehoben und eingetaucht wurden, gefolgt von einem vorsichtigen Schuss Sahne. Daiman ansah, wie sie sich in die dunkle Flüssigkeit wie eine Wolke in einem Sepia-Himmel schwang. Der erste Schluck wurde immer von einem sanften, anerkennenden Murmeln begleitet. Es war ein Moment purer, unvermischter Powers. Das Gespräch begann, wie es immer tat, mit dem sanften Klatsch der Nachbarschaft, das neue Cabriolet der Smiths, das beeindruckende Little League-Spiel des Johnson-Jungen, die mysteriöse Lieferung einer neuen Waschmaschine in das Patterson-Haus. Es war ein Wandteppich aus kleinen, geteilten Liedern, gewoben aus Vertrautheit und einer milden, liebevollen Neugier, aber unweigerlich, als der zweite Keks ausgewählt wurde, wandte sich das Gespräch nach innen zum wahren gemeinsamen Terrain, das Führen eines Haushalts. Marges Augen funkelten vor echter Aufregung, als sie sich vorlehnend flüsterte. »Du wirst nicht glauben, was ich letzte Nacht ausprobiert habe«, begann sie, ihre Stimme in einem vertraulichen Ton sinkend, als würde sie ein Staatsgeheimnis teilen. Minute Rice. Mein Gott, es ist ein Wunder. 7 Minuten. Vom Karton bis zum Tisch in 7 Minuten. Kein Waschen, kein Waschen, kein Beobachten, kein klebriger Tops zum Schrubben. Bud nahm sich nochmal. Die Bewunderung in ihrer Stimme war spürbar. Ein Zeugnis eines geteilten Sies über die Zeit. Man nickte und spürte eine Welle der Kameradschaft. »Ich saß im Regal«, gestand man. »Ich war versucht.« Das öffnete die Schleusen. Marge schwärmte als nächstes von gefrorenen Erbsen. »Sie sind immer süß«, bestand sie. »Keine einzige Harte in der Tüte. Und man kocht die Tüte einfach im Wasser. Kein Enthülsen, keine Fäden. Es fühlt sich an wie Schummel.« Sie lachte. Ein leichtes, klirrendes Geräusch, das zur Tasse passte. Das Gespräch war ein gegenseitiges Entfüllen von Entdeckungen, ein Vergleich von Notizen von der Front des häuslichen Fortschritts. Es gab ein gemeinsames Gefühl, modern Hausfrauen zu sein, geschickt darin, diese neuen Werkzeuge zu nutzen, diese wissenschaftlichen Wunder, die versprachen, ihre Verwaltung von Drudgery zu effizienter, sogar glamouröser Administration zu erheben. Die Tipps begannen zu fließen, eine Währung der Klugheit. Wenn man den Saft aus der Dosen Ananasfrüchte in die Yellow gibt, baut man an, gibt es der ganzen Form einen besseren Geschmack.
an die Früchte sinken alle nicht nach unten. Marges Augen weiteten sich in Anerkennung. Das muss ich für meinen Bridge Club nächste Woche ausprobieren, sagte sie und machte sich eine mentale Notiz. Gegenzug teilte sie ein Geheimnis über das Hinzufügen eines Löffels des neuen Käseaufstricks zum Kartoffelpüree für einen würdigen Kick. Der Austausch war ernsthaft, eine Zusammenarbeit angesichts einer sich verändernden kulinarischen Landschaft. Sie waren Pioniere, die dieses neue, bequem Territorium gemeinsam kartierten, und ihr gemeinsames Wissen bildete eine stärkere Bindung als jede zaunere Bindung, als jeder Zaum zwischen ihren Hufen, als die Kaffeetassen für eine letzte, wärmende Runde nachgefüllt wurden, fiel eine behagliche Stille ein, nur durch das sanfte Knirschen eines Milanos unterbrochen. Über den Tisch zu Marge blickend, ihr Gesicht beliebt von der Freude an geteilten Geheimnissen und einer guten Tasse Kaffee, verdichtete sich ein tiefes Gemeinschaftsgefühl. Es war nicht die alte Gemeinschaft, eine Tasse Zucker von einem Nachbarn zu leihen, weil der Laden geschlossen war. Es war eine neue Gemeinschaft, geschmiedet in den fluoreszierenden Gängen des Supermarkts, zementiert über zugekaufte Kekse und Diskussionen über Kochbeutelgemüse. Ihre Verbindung war durch die sehr Produkte gewoben, die individuelle Bequemlichkeit versprachen. Ein Paradoxon, das sich wunderbar modern anfühlte. Sie waren allein in ihren getrennten, effizienten Küchen und doch zusammen in diesem Club der Innovation, Gemeinschaft in der gemeinsamen Umarmung des Neuen, des Verpackten, des wunderbar Schnellen findend. Die Sonne kletterte höher und warf ein warmes Lichtquadrat über den Tisch, den leeren Kekssteller und die zwei Tassen mit Goldrand. Ein perfektes Stillleben, eine neue Art nachbarlichen Friedens. Die Schachtel stand auf der Arbeitsfläche, ein Rechteck reinen Potenzials. Es war sein Geburtstag, und die Entscheidung fühlte sich bedeutsam an, eine stille Rebellion gegen das Rechnungsbuch der Mühe, das solche Anlässe seit Generation definiert hatte. Die Betty Crocker Teufelskuchen-Backmischung war nicht nur eine Zutat, sie war ein Vorschlag. Ihr Porträt auf der Vorderseite, umrahmt von einem sanften weißen Oval, bot ein Lächeln, das sowohl beruhigend als auch vage herausfordernd war. In diesem Jahr würde der Kuchen nicht mit in einer weiten Keramikschüssel gesiebtem Mehl beginnen, mit Kakaopulver, das die Luft wie brauner Schnee bestäubte, mit dem sorgfältigen Aufschlagen von Butter und Zucker bis zu Blässe und Flauschigkeit. In diesem Jahr würde es mit einer Schachtel, einer Dosis Tucherguss und einem tiefgreifenden, bewormenen Vertrauen beginnen. Die Werkzeuge wurden mit einem seltsamen Gefühl der Leichtigkeit versammelt. Die Rührschüssel, der elektrische Handmixer, ein Messbecher für Wasser, 2 Eier. Das war alles. Die Einfachheit fühlte sich unheimlich an, fast respektlos gegenüber dem Anlass. Die Schachtel wurde entlang der perforierten Linie sauber geöffnet. Drinnen botete die Mischung in einem dichten, feinen Pulver die Farbe eines staubigen Abenddämmers. Sie ergoss sich in die Schüssel mit einem weichen, rauschenden Geräusch und ließ ein süßes, schokoladiges Aroma frei, das stark war und dennoch irgendwie generisch, wie die Erinnerung an Schokolade
anstatt ihrer Substanz. Denn auf der Schachtel in selbstbewussten, druckten Anweisungen folgend, wurden die Eier direkt auf den blassbraunen Haufen aufgeschlagen. Kaltes Wasser wurde bis zur genauen Linie im Glas gemessen. Es gab keine Entscheidungen zu treffen über die Qualität der Vanille, die Art der Milch, die Prise Salz, die den Geschmack erheben könnte. Die Formel war vollständig, ein geschlossener Kreislauf der Chemie. Den Handmixer einzustecken. Sein Kabel, eine vertraute schwarze Schlange, fühlte sich an wie das Bewaffnen einer Waffe gegen die Tradition. Die Rübersinn wurde mit einem Klick in das trockene Pulver eingeführt. Der Absurd wurde gedrückt. Das anfängliche Geräusch war ein hartes, kratzendes Surren, als die Rübersinn durch die trockene Mischung wirbelten und eine kleine Staubwolke aufscheuchten. Damals Wasser und Eier eingearbeitet wurden, änderte sich das Geräusch zu einem gleichmäßigeren, dickeren Surre, einem Mechanisierung, das kein Geschick, keine Intuition über Konsistenz erforderte. Man hielt den Mixer einfach ruhig und beobachtete, wie die Transformation mit robotischer Effizienz stattfand. In weniger als einer Minute waren die disparaten Elemente verschwunden. An ihrer Stelle war ein Teig von erstaunlicher Glätte. Ein homogener, glänzender brauner Strom, der in perfekten, tropfenden Bändern an den Rübersinn hing. Es war ein Teig ohne Geschichte, ohne die leichten Variationen, die von menschlichen Händen sprachen. Kein Risiko des Übermischens, keine Sorge Gerinnen. Es war laut den Versprechen auf der Schachtel narrensicher, es in die Gefetent und bemauten Kuchenformen zu gießen, war eine Übung in Gleichmäßigkeit. Es breitete sich Gleichmäßigkeit. Es breitete sich zu einer makellosen, ebenen Ebene. Der Ofen, auf die genau spezifizierte Temperatur vorgeheist, begrüßte die Formen mit einem Hauch warmer, trockener Luft. Der Timer wurde mit einem Handgelenksdreh gestellt, und dann geschah etwas Außerordentliches. Es gab Zeit, während der Kuchen backte und das Haus mit einem zuverlässigen, süßen Duft füllte, der angenehm, wenn auch nicht tiefgründig komplex war, gab es eine geräumige, leere Tasche im Nachmittag. Die Küche, bei einem solchen Anlass üblicherweise eine Szene konzentrierter kulinarischer Arbeit, war bereits fast sauber. Die Schüssel und Rübersinn erforderten nur ein schnelles Ausspülen, der Teig ohne hartnäckigen, klebrigen Rückstand. Mit dem tickenden Timer gab es Raum, das Wohnzimmer aufzuräumen, die Geburtstagskarten auf dem Kaminsims anzuordnen, sogar nach oben zu schlüpfen und sich in ein netteres Kleid umzuziehen. Eine Hemd-Blusenlösung aus knackiger blauer Baumwolle, die sie festlich anfühlte. Das war das beworbene Wunder. Nicht nur der Kuchen selbst, sondern das Geschenk der Stunden darum herum. Der Klingelton des Timmers war eine sanfte Vorladung. Daher von früh öffnete sich und enthüllte 2 Schichten, die Textbuch perfekt waren, in der Mitte leicht gewölbt mit einer federnden Widerstandsfähigkeit gegen die Berührung ihrer Oberflächen ein gleichmäßiges, mattes Braun.
Sie lösten sich aus ihren Formen mit einer leichten Drehung auf Drahtgitter und hinterließen keine Krümel, keine hartnäckigen Stellen. Während sie auf die genaue, keine hartnäckigen Stellen, während sie auf die genaue Raumtemperatur abkühlten, die empfohlen wurde, wurde die letzte Komponente vorbereitet, die Dose Vanille, Sackergas, ihr Deckel mit einem sanften Plop abgezogen, enthüllte einen dichten, schneeweißen Wirbel. Er war süßer als jede Buttercreme, mit einem schwachen, fast chemischen Nachgeschmack, der von seiner überwältigenden Süße verdeckt wurde. Ein zwischen den Schichten und über die Oberrund und Seiten zu verteilen, war wie das Aufbringen einer glatten, plastikartigen Haut. Er ging auf, ohne den zarten Krümel zu reißen, und schuf einen makellosen, weißen Mantel über dem dunklen Kuchen. Ein letztes Aufschreiben aus einer Tube rotem Decorationsgel buchstabierte seinen Namen in schleifender, sorgfältiger Handschrift. Der Kuchen stand auf seinem Sockelblech, ein Paradebeispiel hergestellter Perfektion. Er war symmetrisch, gleichmäßig, glasiert und absolut ohne Fehler. Als die Familie an jenem Abend als die Familie an jenem Abend zusammenkam, wurden die Kerzen zum Kakerguss reflektiert. Das Geburtslied wurde gesungen, sein Gesicht im Kerzenlicht leuchtend. Das Messer glitt ohne Widerstand durch den Kuchen und enthüllte einen Krümel, der fein, feucht und von Rand zu Rand in einem identischen Braunton war. Die Scheiben waren gleichmäßige Dreiecke, jede mit demselben Verhältnis von Kuchen zu Zuckerguss. Das Lob am Tisch war echt enthusiastisch. »Lecker«, riefen die Kinder im Chor, ihre Münder bereits voll. »So saftig«, sagte er und lächelte warm über den Tisch. »Du hast dich wirklich selbst übertroffen.« Die Freude in ihren Gesichtern war real, die Feier warm und voller Liebe, und doch die eigene Gabel haltend, den Kuchen kostend, spürte sie eine leichte, seltsame Hohlheit unter der Süße. Der Geschmack war gut, zuverlässig schokoladig, aber er fehlte an einer gewissen Tiefe, einer Resonanz, die von der Alchemie einzelner von Hand gewählter und kombinierter Zutaten kam. Sein Perfektion fühlte sich unpersönlich an, als ob in jeder Küche, in jedem Haus in der Straße hätte hergestellt werden können. Der Triumph gehörte nicht ihr allein, er war mit den Chemikern bei General Mills geteilt. Die Verbindung zwischen dem Geschenk ihrer Mühe und dem Geschenk auf dem Teller fühlte sich subtil verdünnt an. Aber als sie auf das lächelnde Gesicht ihres Mannes schaute, auf die Kinder, die eifrig nach zweiten Scheiben griffen, wich der Zweifel zurück. Der Kuchen war ein Erfolg. Der Abend war eine Freude. Das Wunder hatte, so schien es, seinen kleinen, unsichtbaren Preis. Aber die Transaktion fühlt sich in der Bilanz eines beschäftigten Lebens überwältigend lohnenswert an. Der perfekte Kuchen. Wurde gegessen, die Krümel weggefegt. Und die neue Tradition. Versiegelt mit Dosenzuckerguss und gesparter Zeit, fühlte sich still, unwiderruflich etabliert an. Der Donnerstag kam atemlos ein Tag, an dem die Ursache zu scheinen mit böswilliger Freude zu drehen, schienen, der Morgen war ein Marathon von Besorgungen gewesen,
der Nachmittag von einem hartnäckigen Stapel Bügelwäsche aufgefressen worden, und jetzt, als das frühe Abendlicht durch die Wohnzimmerfenster schräg fiel, fühlte sich der bloße Gedanke, eine Mahlzeit von ihren rohen Anfängen zu orchestrieren, wie eine herkulische Arbeit an. Dann tauchte die Erinnerung auf, ein glänzendes Versprechen, gespeichert in den eisigen Tiefen des Gefrierfachs des Kühlschranks, des Swanson TV Dinner, als Kuriosität, als Neuheit gekauft, präsentierte es sich nun als Rettung. Heute Nacht würde die Küche fast ganz umgangen werden. Die Schachtel wurde aus dem Gefrierfach geholt, ihre Pappe kühl und feucht von Condensation. Die Verpackung war ein Meisterwerk des Mid-Century-Marketings. Auf der Vorderseite saß eine stilisierte, glückliche Familie in einem Halbkreis vor einem Fernsehgerät, ihre Tablets auf dem Schoß balancierend, ihre Gesichter in doppelter Begeisterung sowohl der Mahlzeit vor ihnen als auf dem leuchtenden Bildschirm dahinter zugekehrt. Die Illustration versprach Harmonie, Spaß und mühelos Befriedigung. Die gewählte Sorte war gebratenes Huhn, obwohl die Worte Salisbury Steak auch auf den anderen Schachteln im Schrank zu lesen waren. Eine Flotte gefrorener Möglichkeiten. Die Schachtel am Südrhein entfüllte die Einweisungen in klarer imperativischer Schrift gedruckt. Oven auf 259 degrees vorheißen. Table Toast aus Schachtel nehmen, in die Mitte des Rosters stellen. 25-30 Minuten backen. Es war eine Liturgie der Einfachheit, nur 3 Schritte, ein krasser Gegensatz zum mehrseitigen mentalen Skript, das ein Braten erforderte. Mit dem bereits heizenden Ofen, der die Küche mit seiner trockenen, erwartungsvollen Wärme füllte, wurde das Tablett selbst herausgeholt. Es war eine Offenbarung der Ingenieurskunst. Ein dünnes, rechteckiges Stück Aluminium, durch gefaltete Rippen in 3 flache Fächer aufgeteilt. Jedes Fach hielt eine gefrorene Landschaft, eine Miniaturnatur mit Rohreifwelt. Im großen quadratischen Abschnitt lag das Hauptereignis, ein paniertes Hühnerschnitzel, bleich und anämisch in seinem gefrorenen Zustand, seine Beschichtung ein versiegeltes, unappetitliches Beige. Das längliche Fach daneben barg einen festen, weißen Gletscher aus Kartoffelpüree, seine Oberfläche glatt und hart wie Gips. Im kleinen, rechteckigen Dessertfach saß ein Würfel Apfelkuchen. Der Haferflocken-Streuselbelag wie gefrorener Kies über einer dunklen, fruchthaltigen Ebene aussehend. Die gesamte Zusammenstellung war in einer dünnen Schicht Kristalles gehüllt und verströmte einen metallischen, kalten Geruch. Es war nicht appetitanregend, aber es war faszinierend. Ein vollständiges, wenn auch miniaturisiertes Festmahl in einer einzigen, wegwerfbaren Ebene. Das aluminierte Blatt, so leicht und unsubstanziell, wurde direkt auf den Ofenrist gelegt. Die Tür schloss sich mit einem sanften Dampfen. Für die nächsten 25 Minuten war die Küche von ihrer üblichen Abendessenszeit Hektik befreit. Es gab kein Schneiden, kein Spritzen von Fett, kein wachsames Rühren. Stattdessen gab es Zeit, das zweite, gleich neuartige Ritual durchzuführen, das Aufstellen der TV-Tables. Diese Klappmechanismen mit ihren Holzbeinen
und laminierten Oberseiten die Szenen mit Jagdhunden oder exotischen Vögeln zeigten, wurden aus dem Flurschrank geholt. Sie wurden mit einem Knall und Knarren auseinandergeklappt, in einem Halbkreis vor dem Fernsehgerät im Wohnzimmer positioniert. Ein vorsätzlicher und aufregender Bruch mit der Tradition. Der Esstisch mit seiner polierten Oberfläche und ordentlichen Stühlen stand still und verlassen im nächsten Zimmer, ein Monument einer Förmlichkeit, die sich für diese feine Nacht unnötig starr anfühlte. Ein schwacher, fremder Duft begann aus der Küche zu sickern. Nicht die reichen, geschichteten Düfte einer Mahlzeit im Gang, sondern ein einziger, einheitlicher Geruch aus erhitzendem Aluminium, bräunendem Paniermehl und versüßenden Äpfel. Es war ein synthetisches Parfüm, aber ein hungriges. Als der Timer läutete, entfüllte der Ofenraum eine Transformation. Das Aluminiumtablett, numm durch die Hitze, leicht verformt, glänzte mit einer gefährlichen Schönheit. Die Fetche köchelten und blubberten unabhängig. Das Hühnerschnitzel hatte sich zu einem tiefen, goldenen Farben gebräunt, seine Oberfläche glänzend von Fett. Das Kartoffelpüree hatte zu einem glatten, blassen See geschmolzen, eine butternahe Haut bereits in seinen Rändern bildend. Der Apfelkuchen blubberte wild. Sein suckriger Syrup drohte, den Aluminiumrand zu überschreiten. Mit dicken Erwähnungsschön wurden die Tabletts eins nach dem anderen zu den wartenden TV-Tablets transportiert. Sie landeten mit einem sanften, heißen Klack auf den laminierten Oberflächen. Die Familie versammelte sich, ebenso von der Neuheit wie vom Hunger angezogen. Der Fernseher wurde eingeschaltet, seine Röhre erwachte mit einem sanften, elektronischen Seufzer zum Lieden, bevor sie sich zu dem grinsenden Gesicht von Lucille Ball auflöste. I Love Lucy hatte begonnen. Gabeln wurden verteilt, Servietten wurden mit einem spielerischen Zeremoniell in Kragen gesteckt. Der erste Biss war eine erfahren tiefe Fragmentierung. In das Salisbury Steak zu schneiden, denn das war, was die gebratene Hühnerbox in der Alchemie des Offens magisch geworden war, erforderte das Durchsägen durch eine Schicht leicht zähen Fleisches und eine Decke aus dicker brauner Soße, die sich in ihrem Fach gesammelt hatte. Der Geschmack war herzhaft, salzig und tief vertraut auf eine generische Art. Das Kartoffelpüree, aus seinem Abschnitt geschöpft, war gleichmäßig glatt und butterreich. Eine tröstliche, wenn auch milde Paste. Der Apfelkuchen, fast schmerzhaft süß, bot einem Brei aus weichem Obst und durchweichtem Belag. Jeder Geschmack existierte isoliert, durch die Aluminiumwände getrennt, nie dazu bestimmt, sich auf der Gabel zu vermischen. Und doch, während Lucy plante und Ricky tobte, geschah etwas Wunderbares. Die fragmentierte Mahlzeit wurde Teil der Unterhaltung. Ein Lachen bei einem Sturz zusammen mit einem Schluck Milch. Der Fokus wechselte zwischen Teller und Bildschirm und zurück. Ein rhythmischer Tanz der Aufmerksamkeit. Es gab kein Gespräch über das Essen, keinen Kommentar zu seiner Zubereitung. Die Erfahrung war lässig, gesellig und seltsam befreiend.
Das Durcheinander war auf einem wegwerfbaren Tablett enthalten. Die Reinigung würde einfach das Wegwerfen des gebogenen Aluminiums in den Müll beinhalten. Ein schockierender, fast sündhafter Akt der Entsorgung. Die Informalität wurde Punkt. Eine geteilte Rebellion gegen die steifen Protokolle des Esszimmers. Die Kinder liebten es, ihre Augen schwangen zwischen dem bunten Fernsehprogramm und ihren eigenen privaten Tellern hin und her, der Erhem als mit entspannter Haltung und schmunzelte über die Show. Die Mahlzeit war kein Gourmet-Essen, aber es war Spaß. Ein geteiltes Abenteuer in der Bequemlichkeit. Als die Telemelodie lief und die Tablets abkühlten, ihre Fächer nun eine Landschaft aus braunen Flecken und Krümel, setzte sich eine stille Erkenntnis fest. Das war mehr als eine Mahlzeit. Es war mehr als eine Mahlzeit. Es war ein Symbol. Es repräsentierte die Fragmentierung der Zeit selbst, das Aufteilen des häuslichen Lebens in handhabbare, unterhaltsame Stücke. Die Familie hatte sich nicht für das Abendessen versammelt. Sie hatten sich während des Abendessens versammelt, mit dem Fernseher als vereinigendem Fokus. Die Ernährung war fast nebensächlich. Ein effizient gelieferter Treibstoff, damit das eigentliche Ereignis, das geteilte Freizeitleben, das Lachen, ungestört fortschreiten konnte. Das Aluminium-Table Pew, bestimmt, war das physische Beweisstück eines neuen Vorrangs, Zeit für Genuss über Zeit für Arbeit. Die leeren Tablets zurück in die Küche tragend. Das Geräusch der Lachspur noch aus der erleichter Lochspur, noch aus dem Wohnzimmer hollend, war das Gefühl eines milden Regelverstoßes und eines unbestreitbaren Sieges. Der Donnerstagskreis war nicht durch mir, sondern durch eine kluge, vorgefertigte Lösung abgewendet worden. Die Zukunft, so schien es, würde in Fäcken serviert werden, auf Klappterblatt gegessen und von einem Soundtrack aus Konservenlachen begleitet werden. Und für heute Nacht schmeckte diese Zukunft ganz gut. Die Star-Lunchbox wartete auf der Arbeitsfläche, ihre Oberfläche kühl und glatt im Morgenlicht. Es war ein kompaktes, robustes Rechteck, dunkelgrün bemalt, mit einer passenden Thermoskanne im Inneren ihres gewölbten Deckels untergebracht. Das Ritual des Einpackens war ein tägliches Sakrament, ein letzter stiller Akt der Fürsorge, bevor der Tag ihn beanspruchte. Aber an diesem Morgen, während die Artikel zusammengestellt wurden, fühlte sich das Ritual anders an. Jede Komponente auf dem gelben Linoleum ausgelegt war nicht das Produkt der Arbeit dieser Küche, sondern ein Botschafter aus den glänzenden Gängen des Supermarkts. Zusammen bildeten sie das Porträt einer neuen Art häuslicher Liebe, gemessen in Bequemlichkeit und in Verpackungen versiegelt. Die Thermoskanne wurde zuerst gefüllt. Die übrigblieben aus Suppi vom Vorabend, Campbells Hühnercremesuppe, nicht selbst gemacht, wurde erhitzt, bis sie dampfte. Sie in das Glasinnere gießend, füllte das reiche, salzige Aroma den kleinen Raum zwischen Arbeitsplatte und Schrank. Die Flüssigkeit war perfekt gleichmäßig. Ein blasses gelbes Meer ohne einen einzigen Kräuterfleck oder unregelmäßiges Gemüsestück. Den Stopsen fest aufschraubend, dann die äußere Kappe, war eine Garantie für Mittagswärme, ein Dosenkomfort, der reisen würde.
ohne seine vereinfachten Geheimnisse zu verschütten. Wurde mit einem sanften Klang in die Lunchbox gelegt, perfekt in den dafür gemachten Abdruck passend. Als nächstes das Sandwich, der Leib Wonder Bread, seine Plastiktüte zusammengeht, geschlossen würde, aus dem Brotkasten gezogen. Die Scheiben waren unmöglich weich und weiß, jede ein makelloses Quadrat mit einer flauschigen Textur, die ohne Widerstand nachgab. 2 Scheiben wurden auf einem Stück Wachspapier ausgelegt. Aus dem Kühlschrank kam die verpackte Bologna. Ihre Scheiben ein gleichmäßiges, rötliches Grau in einer klaren Plastikhülle untergebracht. Sie wurden mit einem sanften Schälen von ihren Geschwistern getrennt. Jede perfekt rund und leicht glänzend. 2 wurden auf das Brot gelegt. Dann der Käse war kein Block aus der Feingefühl auf Bestellung mit dem Draht geschnitten, sondern eine Packung Kraft American. Singles, die Einzels und Plastikumhüllungen machten ein Knistern, als sie entfernt wurden, und die Käsescheiben enthüllten ein lebhaftes, unnatürliches Orange, das eine makellose Schmelze versprach. Eine wurde auf der Bologna zentriert. Die oberste Brotscheibe wurde aufgelegt und das Sandwich wurde sanft gedrückt, seine Ränder mit geometrischer Präzision ausgerichtet. In das Wachspapier gewickelt, wurde es zu einem weichen, weißen Päckchen. Sein Inhalt eine Symphonie aus verarbeiteten Texturen und sanften, salzigen Aromen. Es war ein Sandwich, das nicht austrocknen würde, das nicht zerbröckeln würde, ein Modell zuverlässiger, milder Nahrung. Die Tutti Fritos kam aus der Vorratskammer, ihr Cellofanfenster, die goldenen, gebogenen Maischips darin zeigend. Die Tutti war klein, eine Einzelportion, ihr fröhliches Logo, einen knusprigen Kontrast zum weichen Sandwich versprechend. Sie wurde neben der Thermoskanne in die Lunchbox gesteckt, ihre knisternde Präsenz eine Note von lässigem Spaß hinzufügend. Dann der Twinkie, der einzelne goldene Biskuitkuchen in seiner durchsichtigen Hülle versiegelt, war ein Wunder der Ingenieurskunst. Seine Oberfläche war glatt und nachgebend, die cremige Füllung durch ein winziges Portal auf seiner Unterseite als weiße Linie sichtbar. Er war süß, leicht und absolut zeitresistent, ein Genuss, der keines Backens, keine Anrichtung, keines Gedankens bedankens, keines Gedankens bedurfte. Er repräsentierte den Gipfel des verpackten Vergnügens, eine Leckerei, die zu Mittag genauso schmecken würde wie im Weg. Die Lunchbox war fast voll, ein effizientes Mosaik des Modernismus. Aber als die Hand sich streckte, um den Scharnierdeckel zu schließen, pausierte sie. Die Zusammenstellung fühlte sich komplett an und doch irgendwie unvollständig. Es war eine Sammlung von Produkten. Ein Fürsorgepaket, das eher von einem Einkäufer als von einem Koch zusammengestellt worden war. Das Gespenst einer anderen Lunchbox drängte sich auf. Ein dickes Sandwich aus übrig gebliebenem Rinderbraten auf kräftigem, hausgemachtem Brot. Ein Stück in Tuch gewickelten Früchtekuchens. Eine Thermoskanne reicher, selbstgemachter Eintopf mit erkennbaren Stücken Karott und Kartoffel. Diese Lunchbox hatte von der spezifischen Küche gesprochen, aus der sie stammte von Stunden, die am Vortag verbracht wurden.
Diese sprach von einem schnellen, effizient halten Gang 7 vom Notizblock. Neben dem Telefon wurde ein kleines Blatt abgerissen. Ein Bleistift wurde aufgenommen. Die Worte waren einfach eine banale Erinnerung. Vergiss die Reinigung nicht. Liebe. Aber im Akt des Schreibens in der Kurve der von einer vertauten, handgeformten Buchstaben entstand etwas Persönliches und Unverarbeitetes. Denn auf der Zettel war ein winziger Anker des Spezifischen in einem Meer des Generischen. Er wurde einmal, dann zweimal zu einem kleinen, dicken Quadrat gefaltet. Ein Platz wurde zwischen der Tutti Fritos und dem Twinkie gemacht, und der Notizzettel wurde dort hineingeklemmt. Ein Papierschlüsselstein in einem Bogen aus Fabrik hergestellten Waren. Den Lunchbox-Deckel zu schließen erforderte einen festen Druck. Der Riegel schnappte mit einem definitiven, metallischen Geräusch. Hey, das Ritual war vollständig. Die Lunchbox enthielt nun eine Thermoskanne mit Dosensuppe, ein Sandwich aus verpackten Fleischwaren und Käse, eine Tüte gebratener Meschchips, einen cremig gefüllten Kuchen und einen kleinen handgeschriebenen Notizzettel. Es war ein Paradoxon, eine zutiefst persönliche Geste, vollständig aus unpersönlichen Dingen zusammengesetzt, sie zur Vordertür tragend, wo mithüttend Aktentachier wartete, fühlte sich das Angebot sowohl liebevoll als auch seltsam an. Er nahm sie mit einem dankbaren Lächeln entgegen, seine Finger die kühle Stahloberfläche berührend. »Danke, Schatz«, sagte er und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Dann war aus der Tür die Lunchbox an seiner Seite, schwingend eine kleine grüne Kapsel, die mit Fabrik hergestelltem Treibstoff und einem einzigen handgeschriebenen Früchten von zu Hause durch seinen Tag trug. Die Tür schloss sich sanft. In der stillen Küche schien das Summen des Kühlschranks lauter. Eine stetige Erinnerung an die kalte, effiziente Konservieren, die nun so viel von der Wärme untermauerte. Der Samstagmorgen brach nicht mit den sanften Rhythmen eines Wochentags an, sondern mit einer hektischen Cartoon-Energie. Die Kinder waren bereits im Wohnzimmer, ihre kleinen Körper über das Sofa drapiert, völlig in die leuchtende Kathodenstrahlröhre vertieft. Der Fernseher, üblicherweise ein Möbelstück, war zu einem pulsierenden Portal in eine Welt aus animierten Wundern und unwiderstehlichen Versprechen geworden. Aus der Küche waren die Geräusche unverkennbar, die hyperkinetischen Jingles, die skurril Soundeffekte und die flehenden, aufgeregten Stimmen der Kinder, während sie auf jedes neue Wunder reagierten. Der Kaffee perkolierte auf dem Herd, sein stetiges, erwachsenes Blueburn, ein schwaches Gegengewicht zum sensorischen Karneval, der sich nur einen Raum entfernt entfaltete. Der Ruf kam in einer Werbepause. Zwei kleine Figuren erschienen im Kücheneingang, ihre Augen weit aufgerissen mit einem Eifer, der üblicherweise dem Weihnachtsmorgen vorbehalten war. »Mama, du musst sie kaufen«, flehte der Älteste und klammerte sich an den Türrahmen. »Sie sind so gut.« Der Jüngere hüpfte einfach auf und ab, skandierte den Slogan, den er gerade aufgesaugt hatte. »Sugar Smacks sind toll. Sugar Smacks sind toll.« Ihr Begehren war eine physische Kraft in der sonnigen Küche, ein dringender Appell,
der durch 30 Sekunden sorgfältig gestaltete Animation angetrieben wurde. Auf dem Bildschirm war ein fröhlicher Cartoon-Frosch, Diggum Frog, hatten sie atemlos mitgeteilt, durch eine zuckerhaltige Landschaft gesprungen, seine Begeisterung direkt mit dem Verzehr des Cereals verknüpft. Das Marketing war keine Empfehlung. Es war eine direkte Verbindung zu ihren Wünschen, die alle elterliche Vermittlung umging. Der Jingle steckte bereits in ihren Köpfen und damit auch jetzt im Gewebe des Morgens. Die wöchentliche Supermarkt-Pilgerfahrt gewann damit eine neue, spezifische Mission. Den Drahtwagen durch die fluoreszierenden Gänge schiebend, war die üblich contemplative Stille durch eine fokussierte Suche ersetzt. Die Kinder, Co-Piloten dieser Expedition, durchsuchten die Regale mit der Intensität von Schatzsuchen. Als sie es fanden, war ihr kollektives Keuchen echt. Die Schachtel Kellogg's Sugar Smacks Stachcigar, in dem Bandengang hervor, eine hellgelbe Packung, auf der das grinsende, zwinkernde Gesicht von Diggum Frog selbst prangten, mitten im Sprung. Die Kinder zeigten ihre Finger vor Aufregung zitternd. Das ist er. Die Schachtel wurde in den Wagen gelegt, eine Capitulation vor den neuen Göttern des Samstagmorgens. Sie fühlte sich schwerer an als ihr gewickten, gepufftem Weizen und Zucker. Sie war schwer mit Capitulation und mit der Neugier zu sehen, welche dieses bunte Karton enthielt. Der Sonntagmorgen hätte eine Rückkehr zur Normalität sein können, aber die gelbe Schachtel im Vorratskammerregal übte eine Anziehungskraft aus. Die Bitten begannen erneut, noch stärker durch die Verzögerung, mit einem resignierten Seufzen, der nur halb gespielt war, wurde die Schachtel auf den Tisch gebracht. Die Kinder beobachteten ihren Fortschritt, als wäre sie die Bundeslade. Die Schachtel wurde geöffnet, der Wachspapierbeutel innen knisterte. Mit einem vielversprechenden Knister, das Cerealien in ihre Schalen zu gießen, war eine Zeremonie. Das Cerealien selbst war eine Überraschung. Kleine, braune, gepuffte Weizenpellets, jeder scheinbar mit einem glänzenden, kristallinen Schimmer überzogen. Sie sahen aus wie winzige, gezuckerte Steine. Dann kam die Milch, aus der kalten Glasflasche gegossen. Das war der Moment, den die Werbespots versprochen hatten. Das Geräusch war eine kleine Symphonie der Sättigung, als die kalte Milch auf die zuckrigen Pellets traf, brach ein Schor aus schwachem Snap, Crackle, Pop aus. Ein gedämpftes, hektisches Stischen, als das Cerealien die Flüssigkeit absorbierte. Es war eine befriedigende, auditive Bestätigung, dass etwas geschah, eine wissenschaftliche Reaktion aus Süße, die Milchprodukte trifft. Die Gesichter der Kinder waren Porträts aus reiner, unvermischter Freude. Sie beobachteten die Mini-Explosion in ihren Schalen mit Entzücken, nahmen dann ihre Löffel mit Ehrfurcht auf. Die ersten Bisse wurden mit weit aufgerissenen Augen genommen, als würden sie einen Mythos, der zur Realität geworden war, kosten. Ihre Ausdrücke lösten sich in selige Lächeln auf. »Es ist so lecker«, murmelte der Jüngere, durch einen vollen Mund, Milch an seinem Kinn hinunterlaufend. Einen kleinen Löffel aus der Schale des Ältesten zu nehmen, war eine Offenbarung. Die Süße war sofort und überwältigend, eine stumpfe Kraft aus Saccharose.
die den Gaumen dominierte. Die Textur des gepufften Weisens, jetzt zu einem angenehmen Brei, erweckend war nun ein Vehikel für den Zuckerrausch. Es war weniger ein Frühstücksnahrungsmittel als eine Konfitüre, ein Dessert, das sich als Mahlzeit verkleidete. Der Geschmack war einfach eintönig und tiefgründig ansprechend für den unkomplizierten Gaumen eines Kindes. Ihre Freude war jedoch ansteckend. Ihr Glück war greifbar und füllte die Küche mit einer ausgelassenen Energie, die weit nahrhafter war als jedes Vollkorn. Sie plapperten über Diggenfrogs Band her, ihre Worte zwischen zuckrigen Löffeln herausbrudelt, in das Cerealien in Erzählung ihres eigenen Morgenabenteuers anwebend. Schwarzen Kaffee aus einem robusten Becher schlürfend, beobachtete man sie. Der Kontrast war stark, die bittere, komplex Wärme des Kaffees gegen die klebrig, einfache Süße, die sie gefangen genommen hatte. Diese Betrachtung ließ sich nieder, wie die Sahne, die in den dunklen Aufguss wirbelte. Das war eine neue Macht, weit subtiler und allgegenwärtiger als die geradlinigen Anzeigen für Cipher oder Autos. Das war Marketing, das direkt zu den impressionabelsten Mitgliedern des Haushalts sprach und Begehren durch Animation und Lied schuf und Markentreu aufbaute, bevor das Konzept einer Marke auch nur verstanden wurde. Es umging den Torwächter, der ein Teil der Ernährung, Kosten oder Notwendigkeit abwägte, und ging direkt zum Herzen des Wunsches. Das Cerealien wurde nicht nach seinen Vorzügen als Nahrung verkauft, sondern ein Ticket in eine Cartoon-Welt aus Energie und Spaß. Die Transaction verlief nicht länger nur zwischen Käufer und Händler. Es war jetzt eine dreieckige Verhandlung zwischen Madison Avenue, den Kindern und dem Geldbeutel der Eltern. Die Kinder bändeten ihre Schalen und hoben sie an, um die verbleibende, jetzt gesüßte Milch trinken, ein letztes Verbeteins Vergnügen. Ihre Gesichter waren klebrig, ihre Gesichter waren klammischi, ihre gelbe Schachtel auf dem Tisch mit ihrem twinkenden Frosch war nicht mehr nur ein Frühstück Cerealien, es war ein Herald, ein buntgefärbtes Symbol einer Zukunft, in der Begehren hergestellt, durch das Fernsehen verstärkt und im Supermarktgang erfüllt wurden, alles bevor die Erwachsenen ihre erste Tasse Kaffee beendet hatten. Der Gemeindesaal der First Methodist Church war eine Kaverne aus warmer, feuchter Luft und dem tröstenden Chaos des gemeinschaftlichen Beisammenseins. Klapptische mit identischen weißen Papierdecken bedeckt, es streckten sich über die Länge des Raumes und bildeten einen riesigen provisorischen Altar für geteilte Nahrung. Auf ihnen unter dem erbarmungslosen Glanz langer Leuchtstoffröhren lag des Espersübnis der Gemeinde, ein weitläufiges Mosaik aus Aufläufen, Salaten, Braten und Kuchen, jedes Gericht eine Erklärung der Fürsorge, der Familientradition, des persönlichen Stolzes. Die Luft selbst war dick mit 100 vermischten Aromen, dem pfeffrigen Duft von gebackenem Schinken, dem reichen, herzhaften Parfüm vom Bratenfleisch, dem süßen, butterigen Flüstern frisch gebackener Abendbrötchen. Es war eine Szene, so alt wie die Gemeinschaft selbst, ein wöchentliches Ritual des Brotbrechens. Aber an diesem Abend
war eine stille Revolution auf dem Papierdecken arrangiert, eingebettet zwischen den vertrauten Favoriten und den Wandel ankündigend, so tiefgreifend wie die Leuchtstoffröhren, die die alten, sanften Glühbirnen ersetzt hatten. Ein langer Tisch war warmen Gerichten gewidmet. Eine Landschaft aus Pyrex und Corningware, ihre Glasdeckel beschlagen von Kondensation. Hier hielt die alte Garde ihr Terrier, ein massiver, spiral geschnittener Schinken mit, einer dunklen, klebrigen Honiglasur, überzogen und mit ganzen Nelken gespickt, ruhte wie ein Herzstück einer vergangenen Ära. Daneben saß eine tiefe Schüssel hausgemachter Gratingkartoffeln, die Ränder gebräunt und knusprig, die Sahnesoße sichtbar dick mit echtem Käse und Zwiebelschnipseln. Das waren Gerichte, die von Stunden sprachen, der Schinken eingeritzt und gespickt, die Kartoffeln von Hand dünn geschnitten, die Sahnesoße sorgfältig eingeschwenkt und geköchelt. Sie waren Monumente der Geduld des Kochens von Grund auf. Aber ihre Nachbarn erzählten eine andere Geschichte. Dort in einer bescheidenen, rechteckigen Schüssel war der neue Ankömmling, der grüne Ballen, Auflauf. War eine Studie in moderner Composition. Die Basis war eine Mischung aus Dosenbohnen und einer Dosis Campbell's Champignon-Cremesuppe, die eine cremige, süß-salzige Verbindung schuf, die keine Mehlschwitze, keine Reduzierung erforderte, aber seine Krönung war der Belag. Eine großzügige, gleichmäßige Decke aus französischen Zwiebeln, ihre knusprigen, goldenen Streifen einen zerbrechlichen, herzhaften Kontrast bietend. Das Gericht hatte ein kühnes, einheitliches Geschmacksprofil. Salzig, cremig, knusprig, das sofort ansprechend und minimal aufwendig war. Es war nicht subtil, aber es war zuverlässig. Und seine lebhaften grünen und golden browning Töne zogen die Soulgabe. Am Salatisch, inmitten von Schüsseln mit Blattsalat und Nudelsalat, stand das juwelenfarbene Spektakel des Jello-Salats. Das war kein einfaches, wackeliges Dessert. Das war ein geformtes Meisterwerk, ein Ring aus schimmernder, karmasinroter Kirschgelatin. In seinen rubinroten Tiefen schwebten Schätze der Bequemlichkeit. Dosenannerscheiben, ihre perfekten gelben Würfel gleichmäßig verteilt und Dosenmandarin Origine-Sechient, ihre zarten Membran intakt, in die aushärtende Gelatin eingefaltet waren, winzige, weiße Mini-Marshmallows, die unwahrscheinlich flauschig blieben und Taschen aus süßem, zähem Kontrast schufen. Aber mit einem Klecks Cool Whip garniert war es ein Salat, der auch ein Dessert war, ein süßherzliches Paradoxon, das Kinder entzückte und Erwachsene faszinierte. Es war eine Feier aus Dosen und Packungskomponenten, die mit Kreativität statt kulinarischer Arbeit zusammengestellt wurden. Der Brottisch bot die aufschlussreichste Gegenüberstellung von allen. An einem Ende hielt ein leinenbeschichteter Korb einen Stapel hausgemachter Hefebrötchen, ihre Oberseiten mit geschmolzener Butter bestrichen, ihre Seiten leicht unregelmäßig, ihr Duft tief, authentisch weizenartig. Sie waren kostbar,
Jede das Produkt eines Morgens aus Keinet, aufgehen und formen. Am anderen Ende tronte ein Bergparker Hausrolls, unmöglich gleichmäßig. Sie wurden aus einem gekühlten Teigtubus gebacken, einem technologischen Wunder, das gekauft, einfach an seine perforierte Naht aufgepoppt, die vorgeschnittenen Teigrunden auf ein Blech gelegt und gebacken worden war. Sie kamen aus dem Ofen flauschig, butterreich und identisch, jeder ein weiches, perfektes Klon seiner Nachbarin. Ihre Bequemlichkeit war ihr eigentlicher Vorzug. Sie waren warm, köstlich und erforderten keine Kenntnis von Hefe, keine Angst vor einem Entwurf, der das Aufgehen tötet. Die Potluck-Schlange begann sich zu formen. Eine fröhliche Prozession begann sich zu formen, eine fröhliche Prozession aus Gemeindemitgliedern mit Papiertellern in der Hand. Das Gespräch summte, und es drehte sich nicht um den Schinken oder die Gratinkartoffel. Das Thema des Abends kreiste um dein Juenkhemlinger. Mildred, dein grüner Bohnenauflauf ist immer ein Hit, rief eine. Frauen schöpfte eine großzügige Portion auf ihren Teller. Es sind die French-Zwiebeln, würde Mildred antworten, ihr Lächeln verratend, ihren Stolz. Die machen den entscheidenden Unterschied. Am Salatisch bewunderte eine Gruppe von Frauen den Jello-Ring. Wie bekommt man die Früchte so gleichmäßig verteilt? Oh, man faltet sie einfach ein, wenn er halb fest ist. Das Rezept steht auf der Packung. Der Ton war der gemeinsame Entdeckung, ein Weitergeben des neuen Evangeliums der Bequemlichkeit. Die Parker-House-Rolls verschwanden mit erschreckender Geschwindigkeit, ihre gleichmäßige, kissenartige Weichheit allgemein ansprechend. An einem langen Tisch mit einem Teller voller alter und neuer Köstlichkeiten sitzend, war die Erfahrung ein kulinarischer Dialog zwischen Epochen. Die hausgemachte Gratinkartoffel war reich, komplex, der Käse scharf, die Textur variiert. Sie schmeckte nach individueller Aufmerksamkeit. Der grüne Bohnenauflauf hingegen bot eine kühne, direkte Befriedigung, die cremige Salzigkeit der Suppe, die knusprige gebratene Zwiebel, die zarte Bohne. Es war ein für sofortiges Vergnügen konzipierter Geschmack, keine Contemplation. Der Jello-Salat war ein Ausbruch aus zuckriger, fruchtig strahlender Helligkeit, eine spaßige Abwechslung. Das Parker House Roll, obwohl butterreich, hatte eine leichte, verräterische Süße und eine so gleichmäßige Textur, dass sie fast wie konstruiert wirkte, als das Essen fortschritt und Kaffee eingeschenkt, webte sich das soziale Gefüge des Gemeindesaals subtil um diese neuen Gerichte neu. Sie waren die zuverlässigen Gesprächsstarter, die garantierten Publikumsfavoriten. Sie demokratisierten das Potluck. Man brauchte kein seit Generationen weitergegebenes Familienrezept oder das Vertrauen eines Coach vom Grund auf Koks mehr, um ein gefeiertes Gericht beizutragen. Man brauchte nur einen Dosenöffner, eine Auflaufform, die Anweisungen auf dem Etikett. Die gemeinsame Sprache der Gemeinschaft umfasste nun Markennamen Campbell's, French's, Jello, Pillsbury. Das Potluck, einst eine Präsentation tief persönlicher, arbeitsintensiver, kulinarischer Fertigkeit, wurde zu einem Zeugnis gemeinsamer, moderner Effizienz.
Die neuen Gerüchte waren nicht unbedingt besser, aber sie waren modern, zuverlässig und immer ein Hit. Sie repräsentierten kollektiven Schritt in eine Zukunft in der Zeit, die kostbarste Zutat war und der Gemeindesaal unter seinen sammelnden Lichtern stand, als sanfter, lächelnder Zeuge des großen, stillen Wandels vom Herd zur Packung. Der Besuch wurde geplant. Ein eingekreistes Datum auf dem Wandkalender, ein Ereignis. Ihre Mutter kam mit dem Nachmittagszug an, eine kleine, ordentliche Figur in einem maßgeschneiderten Kostüm und Hut, die mit einem abgenutzten Lederkoffer die Plattform betrat. Ihre Umarmung war fest, ihr Parfüm eine vertraute, blumige Wolke, die den Duft einer anderen Luft zu tragen schien. Langsamer, dichter, weniger verarbeitet. Sie nach Hause fahrend war das Gespräch hell, gefüllt mit Updates über die Familie und vertraute Wahrzeichen des alten Viertels. Aber eine subtile, unausgesprochene Einschätzung begann in dem Moment, als sie die Schwelle zur glänzenden Küche überschritt. Sie sagte kein Wort. Sie legte ihre Handtasche auf die Arbeitsfläche und zog langsam ihre Handschuhe aus. Finger. Ihre Augen wanderten in einem ruhigen, umfassenden Schwung. Sie nahmen den sammelnden Filko auf, den Tisch mit Chrombeinen, das fröhliche gelbe Linoleum. Sie verweilten an der offenen Vorratskammertür und enthüllten ihre ordentlichen Stapel, die bunten Kuchenmischungsschachteln, die glänzenden Suppendosen, die blaue Schachtel Minute Rice, die Rote Pillsbury Brötchen. Ihr Blick war nicht kritisch, aber tief beobachtend, ein Vermesser, der Unbekanntes terrakartierte. Sie fuhr mit dem Finger über die Arbeitsplatte, auf Stopp prüfend, und fand keinen. Ein kleines, zustimmendes Nicken wurde gegeben, aber es fühlte sich an die Sauberkeit gerichtet an, nicht den Inhalt. Die neue, effiziente Welt wurde an einem inneren, unausgesprochenen Standard gemessen. Das Abendessen sollte eine Präsentation dieser neuen Effizienz sein. Die Mahlzeit wurde mit dem Stolz eines modernen Dirigenten zusammengestellt. Jede Komponente ein Zeugnis gesparter Zeit. Das Hauptgericht war ein Thunfischauflauf, seine Grundlage eine Dosis Campbells Champignon-Cremesuppe, gemischt mit Doseföhns, gefrorenen Erbsen und gekochten Eierteigwaren, war mit zerstoßenen Kartoffelchips für einen knusprigen Kontrast belegt. Ein Tipp aus einer Frauenzeitschrift. Als Beilage gab es eine Schüssel Eisbergsalat mit abgefülltem Thousand Island Dressing und die warmen, gleichmäßigen Parker House Rolls aus dem Kühlbrettchentubus. Der Tisch war mit dem alltäglichen Geschirr gedeckt, die Servietten ordentlich gefaltet. Es war eine Mahlzeit, die vor einem Jahr als unmöglich neuartig und clever gegolten hätte. Jetzt fühlte sie sich einfach wie Dienstag an. Ihre Mutter war unhöflich zurückhaltend, makellos so. Sie beglückwünschte die Leichtigkeit der Brötchen. Sie fragte nach der cleveren Wendung von Kartoffelchips auf dem Auflauf. Sie aß eine bescheidene Portion von allem, ihre Bewegungen präzise, ihr Besteck geräuschlos gegen den Teller. Das Gespräch floss die Schularbeiten der Kinder, die Arbeit des Ehemanns, Neuigkeiten vom Zuhause. Und doch unter der angenehmen Oberfläche
flossen stromtiefe Neutralität von der Seite ihrer Mutter am Tisch. Sie bat keine zweite Portion. Sie fragte nicht nach dem Rezept. Igenas war eine höfliche Vorstellung, eine gnädige Annahme des Angebotenen, frei von der tiefen, sensorischen Freude, die üblicherweise die Mahlzeiten ihrer Mutter begleitete. Die Dosensuppensoße, das abgefüllte Dressing, die gleichmäßigen Brötchen, sie gingen an ihren Lippen vorbei, ohne einen einzigen authentischen Ton des Entzückens zu entzünden. Anschließend begann das Ritual des Waschens und Trocknens. Ihre Mutter bestand darauf zu helfen und band ein Handtuch als Schürze um die Teile. Das heiße, schäumige Wasser füllte das Spülbecken. Die Wirtrud kameradschaftliche Stille, gemeinsame Arbeit senkte sich nur durch das Klimpern vom Geschirr und das Plätschern von Wasser unterbrochen. Es war in diesem stillen Raum, während sie sorgfältig einen Abendteller trocknete, dass ihre Mutter sprach. Ihre Stimme war leise, fast im Dampf verloren. Es ist ein schönes Essen, Liebes, sehr modern. Sie pausierte und hielt den Teller gegen das Licht, seinen Glanz prüfend. Dann, ohne aufzublicken, fügte sie hinzu: Erinnerst du dich daran, wie mein Brathähnchen roch, wenn es fast fertig war? Diese Stunde vor dem Abendessen, wenn das ganze Haus sich damit füllte. Du Rosmarin an dem Knoblauch, an das Hühnerfett, das gerade anfing, die Haut zu knuspern. Sie seufzte, ein kleines, wehmütiges Geräusch. Nix auf der Welt rock so. Du und dein Bruder würdet in der Küche, wie kleine Geister, herumgeister, hungrig vom Duft her. Die Worte waren kein Vorwurf. Sie waren eine einfache, lebendige Erinnerung, eine sensorische Erinnerung, in die stille Küche geworfen wie ein Stein in einen stillen Teich. Die Beschreibung war so potent, dass sie momentan den zitronigen Duft des Geschirrspülmittels überwältigte. Die Erinnerung flutete zurück, vollständig und viszeral. Die schwer schwarze Bratpfanne, der im heftigen Hitz des Ofens brennende Vogel, der aromatische Dampf, der Aufstieg, wenn die Tür aufgekratzt wurde, um das Fleisch zu begießen, die Art, wie das Zischen vom Bratfett die dominante Musik der Küche für einen ganzen Nachmittag war. Dieser Duft war kein einzelner Ton, er war ein komplexer Akkord aus Geduld, Vorfreude, einer spezifischen Art von Liebe, die durch strukturierte, aromatische Arbeit ausgedrückt wurde. Der Teller wurde getrocknet und still in den Schrank gestellt. Die Frage hing in der Luft, keine Antwort fordernd, aber einen langen, subtilen Schatten werfend. Ihre Mutter fuhr fort, ein Glas zu trocknen. Ihr Ausdruck heiter, als hätte sie nur das Wetter kommentiert. Aber der Schaden, wenn man es so nennen konnte, war angerichtet. Ein kleiner, stiller Zweifel, fein wie ein Splitter, war unter die Haut der Gewissheit eingepflanzt worden. Es schmerzte nicht, noch nicht. Es existierte nur ein winziges, fremdes Objekt des Fragens. Später, nachdem ihre Mutter im Gästezimmer untergebracht war und das Haus dunkel war, begann der Zweifel zu pulsieren. In der Küche, in einem Morgenmantel stehend, ein Glas Wasser holend, wurden die Augen zur Vorratskammer gezogen, ihre Tür noch angelehnter. Das Innere war vom Nachtlicht über dem Herd beleuchtet.
Die bunten Schachteln Dosen, einst Symbole aufregender Befreiung, seien jetzt anders aus dem schwachen, einsamen Glühen. Bettys Crockers Lächeln schien starr, unpersönlich. Die Campbells stupendesten Etiketten glanzten wie Unternehmensmedaillen. Der Bretchen-Tubus lag träge im Regal. Einer, schlafende Schlange aus vorgefertigtem Teig. Die Ambivalenz war neu, ein kalter Faden, der durch die warme Befriedigung der Bequemlichkeit gehoben war. Die geflüsterte Erinnerung an den Duft des Brathähnchens, ein Duft, der das direkte Ergebnis von Zeit, Aufmerksamkeit und rohen Zutaten war, die durch Hitze und Fürsorge transformiert wurden, verweilte im Geist ein duftiges Gespenst, das die stille, verpackte Fülle in Frage stellte. Die Speisekammer war voll, und doch fühlte sie sich in diesem Moment seltsam leer, von etwas Wesentlichem an, etwas, das nicht aus einer Fabrik oder einem Gang stammte, sondern aus der langsamen, liebevollen Alchemie einer Mutterküche. Der Splitter des Zweifels war fest eingebettet, und die bunte Welt der Schachteln würde nie wieder ganz gleich aussehen. Das Flüstern, einmal gepflanzt, schlug wurzeln im Stillboden des folgenden Morgens. Die Liste auf dem gelben Linoleumtisch war kurz und enthielt nur wenige Artikel, die die glänzenden Gänge des Supermarkts nicht liefern konnten oder vielleicht nicht auf die richtige Art und Weise liefern würden. Eine bestimmte Art von losem Tee, ein Kalkäse, von einem Rad geschnitten, keine vorverpackten Stücke und eine Zitrone, nicht die glänzenden Gewächsenkugeln, die in ihrer perfekten Pyramide unter dem Nebel gestapelt waren, sondern eine echte Zitrone, vielleicht mit einem Makel oder zwei, ihre Schale texturiert und lebendig. Das Ziel war nicht die Plaza, sondern der alte Teil der Stadt, eine Reise, die sich anfühlte wie das Zurückfahren in der Zeit entlang der vertrauten Straßen. Das Viertel veränderte sich allmählich. Die Häuser rückten näher zusammen, ihre Veranden von ausgewachsenen Eichen beschattet. Die Bürgersteige wurden rissiger, die Geräusche des Verkehrs verblassten. Schließlich hielt der Wagen vor Finleys Eckladen Geschäft. Der Anblick war ein sanfter Schock, wie das Entdecken eines vergessenen Fotos. Die Ladenfront war schmal, ihre Schaufenster mit einem wirren Collage aus Werbung für längst eingestellte, Lemanien und Fliegen besprenkelten Ankündigungen für Gemeindekuchenverkäufe gefüllt. Die Farbe in der Holztür blätterte ab und die Glocke darüber gab, als man drückte ein müdes, rostiges Jingling von sich und struck das effizienten hydraulischen Seufzens des Supermarkts. Drinnen sog sich die Welt in einen einzigen, dimm duftenden Raum zusammen. Die Luft war nicht gekühlt und gefiltert, sondern warm und still und trug ein Jahrhundert angesammelte Düfte. Das erdige Parfüm, trockene Waren in Säcken, der Schafstich von Gurken in einem Fass, der schwache, süße Staub von Zimt und der reiche, ölige Geruch von Kaffeebohnen, die darauf warteten, gemahlen zu werden. Der Boden war breites Plankenholz. Glatte Janets auf einem Weg von der Tür so fakey. Und er knallte ein spezifisches, vertrautes Lied unter den Füßen. Leuchtstoffruhen fehlten, Licht filterte durch die staubigen Vorderfenster und von einer einzigen, beschirmten Glühbirne,
die über de langen, polierten Mahagoni-Weg hin, am fernen Ende dieser Thek, auf einem Hocker mit einem geöffneten Hauptbuch vor ihm, saß Mr. Finley. Er sah auf. Als die Tür sich schloss, seine Augen, durch dicke Brillengläser vergrößert, brauchten einen Moment, sich anzupassen, und leuchteten dann mit echter Wiedererkennung auf. »Na, hallo«, sagte er, seine Stimme ein trockenes, papierartiges Rauschen, das ein Lächeln enthielt. »Hab Sie seit einer Ewigkeit nicht gesehen.« Er schloss das Hörbuch ohne Eile und glitt vom Hocker. Er war ein dünner Mann, seine Hosenträger hosenhaltend, die eine Nummer zu groß zu sein schienen, aber er bewegte sich mit einer sorgfältigen, absichtlichen Anmut. Er wusste, er kannte den Namen Jedis Kunden, ihre übliche Bestellung, die Namen ihrer Kinder. Dieses Wissen war sein Inventar, so lebenswichtig wie die Waren in seinen Regalen. Das Geschäft war ein Museum einer älteren Art des Handels. Entlang einer Wand lehnten Leinensäcke, offen, und verschütteten ihren Inhaltsbehälter. Pinterbohnen, rote Linsen, gelbe Schelebsen. Eine Glasvitrine hielt Raider Cheddar und eine einzige, traurig aussehende Bologna unter einer Kuppel. Die Regale waren keine reglementierten Reihen, sondern eine kuratierte Kollektion mit Dosen Tomaten neben Stärkeschachteln, einem Stück Gingham-Stoff, das in der Ecke lehnte. Es gab keine Logik des Marketings, nur die langsame Ansammlung dessen, was das Viertel brauchen könnte. Die Stille war tiefgründig, nur durch das langsame Dichternd, nur durch das langsame Ticken einer Wanduhr und das ferne Summen eines alten Eistranks im Hinterraum unterbrochen. »Was kann ich heute für Sie tun?« fragte Mr. Finley und bewegte sich bereits auf die Teebehälter zu. Diane fröhlich nach dem losen Tee improvisierte ihr Nicken. Er nahm eine kleine Dose herunter, entfernte ihren Deckel und schöpfte die duftenden schwarzen Blätter mit einem Holzlöffel auf eine Messingwaage. Die Gewichte wurden mit delikaten Klicks hinzugefügt, bis der Balken ausbalancierte. Er goss den Tee in eine braune Papiertüte, drehte den Oberteil zu einem ordentlichen, fachkundigen Noten und legte sie auf die Theke. Der Käse war als nächstes. Er ging zur Vitrine, wählte ein kleines Rad aus und schnitt einen Keil mit einem Draht, der sang, als er durch die feste, blassgelbe Paste schnitt. Auch das wurde gewogen und in Wachspapier eingewickelt. Jede Handlung war langsam, methodisch, frei von allem. Es fühlte sich tief gut an, diese persönliche Berührung, diese Transaktion zwischen zwei Menschen, nicht zwischen einem Käufer und einem System. Es war eine Anerkennung der Individualität. Dann die Zitrone. Er ging zu einer kleinen, ungekühlten Kiste am Fenster. Drinnen lagen eine Handvoll Zitronen, ihre Schalen ein stumpfes, mattes Gelb, manche mit grünen Tonen und Stiel, andere mit kleinen dunklen Narben. Sie waren unregelmäßig, plump, echt. Er hob auf, wog sie in seine Handfläche und nickte leicht, zustimmend. Diese hier ist schwer für ihre Größe, voller Saft. Er verpackte sie nicht. Er ging einfach zurück und legte sie auf die Theke neben den anderen Päckchen. Die Zitrone war warm von der Sonne durch das Fenster, die Langsamkeit davon war der Punkt und auch die Tragödie,
Außerdem Preise auf einem PC-Sack mit einem Bleistiftstummel zusammen addierte, berechnete der Geist denselben Weg im Supermarkt, die schnelle, einsame Prozession durch die hell erleuchteten Gänge, das Greifen nach vorverpackten Zitronen, die schnelle Kasse mit dem Kassierer, der eine nächste Woche nicht beim Namen kennen würde. Hier war Zeit kein Feind, der besiegt werden musste. Sie war das Medium, in dem die Transaktion stattfand. Die persönliche Berührung war der Service, und doch dort stehend in der kerrenden Stille, wo die Erkenntnis ein kalter Stein im Bauch. Dieser verblasste. Sie kämpfte nicht nur, sie war ein Anachronismus. Die neuen Supermärkte konkurrierten nicht auf persönlichem Service oder wissenden Lächeln. Sie konkurrierten auf Preis, Vielfalt in den glitzernden, verführerischen Versprechen gesparter Zeit. Mr. Finleys sorgfältiges Abwägen, sein Wissen, seine geknoteten Papiertüten, sie waren veraltete, schöne Relikte. Der Preis wurde, Gemmermelt, Münzen wurden ausgetauscht und ein Pfefferminzbonbon noch in seinem knisternden Zellophan wurde oben auf die Zitrone mit einem Zwinkern gelegt. Für den Weg, sagte er, der Abschied war warm, nehmen Sie sich in Acht. Würden Sie kein Fremder. Die Glocke gab ihr müdes Klingeln erneut beim Hinausgehen. Zurück im Auto lagen die Päckchen auf dem Beifahrersitz. Die Zitrone, angewachst und warm, wurde in einer Hand gehalten. Ihre Textur war eine Offenbarung. Holprig, porös, lebendig unter dem Daumen. Sie roch nach Sonne und Zest, ein scharfes, sauberes Parfüm, das durch die geschlossene Luft des Autos schnitt. Es war ein greifbares Objekt. In einer Welt, die zunehmend verpackt wurde, eine singuläre, unvollkommene Sache in einer Ära gleichmäßiger Perfektion. Sie haltend ihr Gewicht, ihr Potenzial für Saft und Geschmack, spürend schwoll das Flüstern des Zweifels zu einer klaren, traurigen Gewissheit. Die Zukunft war in der hellen, effizienten, unpersönlichen Blase. Diese Zitrone, dieser Laden, diese langsam und wissende Freundlichkeit gehörten einer zurückweichenden Vergangenheit. Das Auto startete und fuhr vom Bordstein weg. Im Rückspiegel wurde Mr. Finleys Laden kleiner, eine dimm, schrumpfende Insel in einem tosenden Meer des Wandels. Die Zitrone in der Hand war nicht mehr nur ein Stück Obst. Sie war ein Talisman, ein wehmütiges Souvenir von einem Ufer, das still unerbittlich weggespült wurde. Die Zitrone von Mr. Test. Finleys Laden saß 3 Tage lang auf dem Fensterbrett, eine kleine, matte gelbe Sonne in der hellen Weite der Küche. Sie wurde nicht sofort verwendet. Ihre Anwesenheit war genug. Eine stille Erinnerung an eine andere Textur, ein anderes Tempo. Bis zum Sonntagmorgen hatte ihre Schale sich leicht erweicht, ihr Zitrusduft eine schwache, saubere Note in der Luft. Der Tag streckte sich voraus, ruhig und ganz, eine leere Seite für das wöchentliche Ritual des Sonntagessens. Das Flüstern des Zweifels und der Nervenkitzel der Bequemlichkeit hatten sich in der Woche zu einer stillen, inneren Verhandlung gesetzt. Das Ergebnis war keine Ablehnung des Neuen, noch ein Rückzug zum Alten, sondern eine bewusste, praktische Integration. Das heutige Essen würde
eine Hybride sein, eine persönliche Anpassung, ein Kompromiss, der nicht aus Konflikt, sondern aus ruhiger Akzeptanz geformt wurde. Die Entscheidung begann mit dem Hackbraten, er würde von Grund auf gemacht werden. Das war der Anker, das Element persönlicher Handwerkskunst. Aus dem Kühlschrank kam das Päckchen Hackfleisch, seine Rotoberfläche mit weißem Fett marmoriert. Es wurde in die große Keramikschüssel gelegt, einem Gefäß, das einer Großmutter gehört hatte. Dazu kamen die grundlegenden, ehrlichen Zutaten. Eine Siebel, klein auf dem Holzbrett gewürfelt, ihr stechender Duft scharf und klärend. Eine Knoblauchzehe unter der flachen Seite eines Messers zerdrückt und zu einer duftenden Paste gehackt. Eine Handvoll frischer Semmelbrezel aus den Enden des Labs gemacht und von Hand gerieben, nicht aus einem Behälter. Ein einzelnes Ei, sein Eigelb eine tiefe orangefarbene Sonne, wurde aufgeschlagen und zur Bindung hinzugefügt. Dann die Gewürze, Salz, Pfeffer, eine Prise getrockneter Thymian aus der kleinen Dose, ein Spritzer Worcestershire Sauces, Pfeffer. Die Hände kühl und sauber tauschten in die Mischung. Das Gefühl war urwüchsig und befriedigend. Das kühle, nachgebende Fleisch, die körnigen Semmelbrösel, das glitschige Ei, die alles unter dem Druck der Finger zusammenkamen. Es war eine taktile Wiederverbindung, eine Erinnerung an unzählige Sonntagnachmittage, vergangene Zeiten. Die Mischung wurde gerade genug geknet, dann zu einem festen, länglichen Leib in der Mitte eine Glasbackform geformt. Er war ehrlich am Wohlkommen, ein Produkt aus Wohl und Mühe. Aber für die Glasur griff die Hand nicht nach Ketchup oder eine Reduktion aus selbstgemachter Brühe, sondern nach der Vorratskammer. Die Dose Campbells konzentrierte Tomatensuppe wurde herausweißes, etikettiert, nun vertraut. Ein Werkzeug, keine Neuheit mehr. Der Dosenöffner vollführte sein effizientes Lied und die dichte, rote Paste glitt in einen kleinen Kochtopf. Dazu kam ein Löffel brauner Zucker für karamellisierte Süße und ein Spritzer abflässig für Würze. Die Mischung wurde sanft erhitzt, gerührt bis sie glatt und glänzend war. Das war die moderne Berührung, das Zugeständnis an die Leichtigkeit. Der Geschmack war kühn, süß und würzig, ein perfektes, zuverlässiges Kompliment, das zu einer klebrigen, geschmackvollen Kruste backen würde. Er wurde über den rohen Hackbraten gelöffelt, sich leicht ausbreitend, und die Oberfläche in einer lebhaften, roten Decke beschichtend. Die Form enthielt nun zwei Geschichten, das von Grund auf gemachte Fundament und die dosierte. Die Kartoffeln waren als nächstes dran. Sie waren echt, aus der Erde gegraben, keine Schachtelpulver. 4 große Rosettes, ihre Schalen noch schwach staubig, wurden unter kaltem Wasser geschrubbt, bis ihre Schalen sauber, aber lassen waren. Sie wurden in grob, ungleichmäßige Stücke gewürfelt, ein Zeugnis der Hand, die sie schnitt, keine Maschine. Sie wurden in einen Topf kaltes, gesalzenes Wasser gelegt und auf dem Herd zum Kochen gebracht. Ihr Kochen würde eine langsame, stärtige Alchemie sein, Stärke in flauschige Zartheit transformierend. Sie wurden später mit echter,
Butter und warme Milch gepüriert werden, von Hand gerührt bis glatt, aber mit ein paar verbleibenden Klumpen für Charakter. Das war der alte Weg. Bewahrt. Das Gemüse erzählte jedoch eine andere Geschichte. Aus dem Gefrierfach, noch mit Kristallen gefroren, kam eine Tüte gefrorener Erbsen. Es waren die winzigen süßen Pellets, von denen Marge geschwärmt hatte. Jede perfekt geformt, auf dem Höhepunkt der frische Blitz gefroren. Es würde kein Enthülsen, keine Fäden, keine mühsame Süße nach den harten, bitteren geben. Sie wurden 3 Minuten in koschendes Wasser getaucht, abgesieht und mit einem Stück Butter und einer Prise Salz vermengt. Sie repräsentierten das unbestreitbare Geschenk des neuen, gleichmäßiger Qualität und kostbare zurückgewonnene Zeit. Die Mahlzeit nahm Gestalt an. Ein Triptychon aus Entscheidungen, eine ausgewogene Gleichung aus Mühe und Leichtigkeit, während der Hackbraten backte und das Haus mit dem reichen, herzhaften Duft von bräunendem Fleisch unter dem süß-sauren Parfüm der Tomatenglasur füllte und die Kartoffel auf dem Herd blühberten, trat die Küche in einen Zustand friedlicher Beschäftigung. Es gab Sitt, den Tisch ordentlich zu decken, mit den guten Stoffservietten und dem alltäglichen Silberbesteck. Es gab Zeit, dem Radio zu lauschen, das eine Symphoniesendung spielte, die Streicher im Hintergrund anschwellend. Die hektische, fragmentierte Energie des TV-Dinner-Abends war abwesend, ersetzt durch eine anhaltende, zweckorientierte Ruhe. Das war nicht die alles verzehrende Arbeit eines vollständig von Grund auf zubereiteten Festmahls, noch das passive Warten einer vollständig vorgefertigten Mahlzeit. Es war ein Mittelweg, ein Rhythmus, der sich nachhaltig, menschlich anfühlte. Als die Familie sich versammelte, wurden die Platten auf den Tisch gebracht, der Hackbraten mit seiner roten Glasur glänzend wurde in dicke, herzhafte Portionen geschnitten. Das Kartoffelpüree, wolkenartig und mit schwarzem Pfeffer gesprenkelt, dampfte in einer Schüssel. Die Erbsen, ein lebhaftes Grün, glänzten mit Butter. Die Teller wurden gefüllt. Das Gespräch war locker, über die Woche voraus, eine witzige Geschichte aus der Schule, ein Plan für den Garten. Das Essen wurde mit Wertschätzung gegessen, mit Anfragen nach zweiten Portionen Hackbraten, mit dem Bottomes, dass die letzte Portionen Hackbraten, mit dem Bottomes, dass die letzte Portion Kartoffel aus der Servierschüssel kratzte. Entscheidend analysierte niemand die Herkunft. Die Kinder hinterfragten nicht, warum die Erbsen so gleichmäßig süß waren. Der Ehemann bemerkte nicht die vertraute, würzige Süße der Glasur. Sie genossen einfach die Mahlzeit, ein zusammenhängendes, tröstliches Ganzes. Der Kompromiss war für sie unsichtbar, und es war sein Erfolg. Es war keine Aussage, sondern eine Synthese. Die Mahlzeit war köstlich, nahrhaft und aus einer neuen Art von Weisheit geboren, der Weisheit zu wählen, wo Mühe investiert und wo Hilfe angenommen wird. Das Abräumen der Teller hinterließ ein Gefühl stiller Zufriedenheit, anders als der schuldige Nervenkitzel totaler Bequemlichkeit oder die stolze Erschöpfung totaler Eigenproduktion. Es war eine ruhige Akzeptanz des Wandels, ein Verständnis,
dass die Welt neue Werkzeuge anbot und ihr Einsatz nicht den Wert der alten Fähigkeiten auslöschte. Es bedeutete, dass man die taktile Befriedigung der Herstellung eines Hackbratens von Hand ehren konnte, während man dankbar die gleichmäßige Perfektion einer gefrorenen Erbse annahm. Die Küche gewaschen und so Ordnung wiederhergestellt, samt mit den vertrauten Klängen. Der Kompromiss war kein Endpunkt, sondern ein neues Sein, ein persönliches Rezept für das Vorwärtsgehen, das Beste aus beiden Welten zu einem Sonntagessen vermischend, das unbestreitbar wie zu Hause schmeckte. Die Liefermänner waren sorgfältig gewesen. Ihre schweren Stiefel hinterließen keine Spuren auf dem Linoleum. Als sie die monolithische Kiste durch die Küchentürme wühlten, nahm war die Kiste weg, das Verpackungsmaterial weggeräumt. Und er stand in der Ecke, wo das kleinere Gefrierfach des alten, samt den Kühlschranks einst ausgereicht hatte. Das war ein neues Gerät, eine Tiefkühltruhe, ihre emaillierte Schale, ein gleißendes arktisches Weiß. Es war nicht nur eine Ergänzung, es war eine Erweiterung der Möglichkeiten, ein Tresor für die Zeit selbst. Sein Deckel breit und schwer, war geschlossen, ein versiegeltes Versprechen gegen Verschwendung und Mangel. Dieses letzte Kapitel begann nicht mit einer Handlung, sondern mit einer Präsenz. Der ruhigen, imposanten Masse aufgeschobener Fülle, die ersten Artikel, die seinen eisigen Tiefen anvertraut wurden, waren die Reste vom Kompromiss-Sonntagsessen. Der verbleibende Hackbraten wurde gekühlt, dann sorgfältig in frischem Wachspapier eingewickelt, die Falten ordentlich und fest, bevor er in einem letzten Leichentuch aus Aluminiumfolie versiegelt wurde. Das Etikett auf Kleberband mit fester Hand geschrieben lautete Hackbraten, 12. Oktober. Das war kein willkürliches Verstauen, sondern ein absichtlicher Akt archivarischer Sorgfalt. Das übriggebliebene Kartoffelpüree wurde in eine gebutterte Glasform gestrichen, mit einem festen Deckel bedeckt und neben dem Hackbraten platziert. Jeder Artikel wurde mental protokolliert, eine zukünftige Mahlzeit berücksichtigt, ein Sieg über die Tyrannei des Augenblicks. Die Supermarkt-Pilgerfahrt der folgenden Woche wurde mit dem neuen Bewusstsein unternommen. Der Drahtwagen, von einem befreiten Kalkül gelenkt, bot absichtlich in den Tiefkühlgang. Hier spiegelte sich das Versprechen der Truhe in endlosen, raureif bedeckten Duplikaten, eine große Tüte geschnittene grüne Bohnen, eine weitere mit Mini-Erbsen, eine Schachtel gehackter Spinat. Jede wurde ohne das schwache Schuldgefühl der Extravaganz ausgewählt und in den Wagen gelegt. Im großen Zukaufen war nicht mehr ein Akt potenzieller Verschwendung, sondern einer umsichtigen Planung. Beim Metzger wurde ein familiengroßes Paket Hähnchenschenkel im Angebot hinzugefügt. Sie würden zu Hause aufgeteilt werden, in Portionen für zukünftige Aufläufe oder Sonntagsbraten eingewickelt, ihr Kaufpreis über noch ungeplante Mahlzeiten amortisiert. Die Truhe transformierte das Einkaufen von einer täglichen oder wöchentlichen Notwendigkeit zu einer strategischen Kampagne. Der Höhepunkt dieses neuen Ethos war der hausgemachte Apfelkuchen, die Äpfel, eine Mischung aus Granny Smith und Macintosh, von einem Bauernstand gekauft
wurden auf die alte Art geschält und geschnitten, die Schalen sich in einem duftenden Haufen rollend. Der Teig wurde vom Grund aufgemacht. Mehl, Salz, kaltes Backfett und Eiswasser, die mit einem Teigmischer und leichter Berührung zusammengebracht wurden. Die Füllung wurde mit Zimt und Muskat aus winzigen Dosen gewürzt. Der Duft wärmend die Küche. Diese Kuchen war nicht für heute. Während er backte, sein Duft ein nostalgisches Gegengewicht zur Kälte der Truhe, war sein Zweck vollständig zukunftsorientiert. Einmal golden und blubbert, kühlte er vollständig auf einem Drahtgitter. Dann wurde er mit großer Sorgfalt in einem speziell gekauften Aluminium-Kuchenbehälter, seinen gewölbten Deckel versiegelt, gelegt. Eine letzte Schicht schwerer Aluminiumfolie wurde um den Behälter gewickelt. Dieser Kuchen, ein Zeugnis traditioneller Mühe, war kein Endpunkt, sondern ein Samen. Er wurde sanft in den weiten, offenen Schlund der Truhe gelegt. Ein Schatz, der gegen einen zukünftigen beschäftigten Tag oder unerwarteten Gast begraben wurde. O war die perfekte Hybrid, die Ziele der Eigenproduktion, durch das Wunder der Kälte erhalten. Mit dem gespeicherten Kuchen begann das Organisieren. Das Innere der Truhe war eine weite, weiße Landschaft, sein Boden mit einem Gitter aus kalten Metallregalen ausgelegt. Die eingewickelten Päckchen wurden nicht wahllos, sondern mit einem Gefühl der Geografie eingeordnet. Fleisch in einem Viertel, Gemüse in einem anderen, zubereitete Speisen und der kostbare Kuchen in einem dritten. Ein kleines Notizbuch wurde begonnen, auf einem Magneten an der Seite der Truhe gehalten, ein Hauptbuch ihrer gefrorenen Bestände. 2 PKs H.N. Schenkel lautete der erste Eintrag. 1 Hackbraten, 1 Kartbraten, 1 Kartoffelgericht, 1 Apfelkuchen, 3 Tüten gemischtes Gemüse. Schließlich war die Arbeit getan. Die Küche war zur Ordnung wiederhergestellt, die Arbeitsflächen abgewischt. Vor der geschlossenen Truhe stehend, ruhte eine Hand auf ihrem kühlen, glatten Deckel. Das war der Moment, mit einem festen, gleichmäßigen Druck wurde der schwere Deckel gesenkt. Er sank mit einem sanften, definitiven Dampf, einem Klang der Endgültigkeit und des Beginns. Die Dichtung griff mit einem schwachen, gummiartigen Seufzen, die Kälte einsperrend, die Zeit einsperrend. Fast sofort entstand ein neuer Klang, ein tieferes, resonantes Summen als das vertraute Schnurren des Kühlschranks. Es war ein Bassklang zur Symphonie der Küche, eine Deutsch. Die sollen diffuse gefüllte Vibration. Das Summen dieses Motors gesellte sich zu den anderen konstanten Geräuschen des Zuhauses, dem Ticken der Wanduhr, dem fernen Rauschen von Wasser in Rohren, dem Seufzen des Heizkessels. Es war der Klang der Moderne, stetig und sicher. Das Leben war unbestreitbar leichter. Der hektische Rand der täglichen Abendessenzzubereitung wurde durch das Wissen um die gefrorenen Bestände gedämpft. Es war auch auf neue Arten Beschäftigter. Die Planungssitzungen mit dem Notizbuch, die Großeinkaufsfahrten, die Einwickel- und Beschriftungsrituale. Die Rolle hatte sich von einem à la carte Koch zu einem Haushaltsmanager, einem Strategien der Nahrung entwickelt. Die Küche war für immer verändert.
Ihre Rhythmen synkopiert durch den tiefkühlen Zyklus, ihr Potenzial vom Unmittelbaren zum Unbegrenzten erweitert. Von dem weißen Monolithen wegdrehend wurden die Augen zum Küchenfenster gezogen. Die Sonne ging unter und malte den Himmel in breiten Strichen aus Orange und Violett hinter den Silhouetten der Nachbarhäuser. Das Glas reflektierte das Innere des Raumes, die sauberen Arbeitsflächen, die sammelnden Geräte, den ordentlichen Tisch. In dieser Reflexion gab es Frieden. Es war kein einfacher Frieden, noch ein unkomplizierter. Es war ein Frieden, der in sich das Flüstern des Zweifels, den Nervenkitzel der Bequemlichkeit, den Stich einer echten Zitrone und das befriedigende Gewicht eines von Hand gemachten Hackbratens trug. Es war ein durch Kompromiss, durch Anpassung möglicher Frieden. Die Tiefkühltruhe mit ihrem Versprechen der Fülle und ihrer Forderung nach Planen war das perfekte Symbol dieser neuen Ära. Sie bot Kontrolle über das Chaos an, forderte aber Organisation im Gegenzug. Sie bewahrte die Früchte der Arbeit, verlangte aber Vertrauen in die Zukunft. In die sich verdunkelnde Abenddämmerung blickend, ließ sich eine tiefe Akzeptanz nieder, warm und ruhig. Das komplizierte Geschenk der Bequemlichkeit war ausgepackt, seine Kosten und Segmengen abgewogen worden und war nun vollständig und endgültig in den Stoff des Zuhauses integriert. Der Motor summte weiter, ein Schlaflied für ein schnelleres, helleres, sorgfältig geführtes Morgen. Der Samstag, Morgen der Sommerzeit, brach nicht mit den sanften Rhythmen eines Wochentags an, sondern mit einer hybriden Energie des Vergnügens. Bis zum Mittag wurde Hinterhof eine Bühne, auf der ein informelles, gemeinschaftliches Ritual inszeniert wurde. Eines, das nicht durch agrarische Fülle, sondern durch industrielle Gleichmäßigkeit möglich gemacht wurde. Das Gras, ein üppiger grüner Teppich, war Maischen Klappstühlen getüffelt, die aus garrigen Ecken gezogen worden waren. Eine rot karierte Tischdecke war über den Picknicktisch ausgebreitet. Ihre Ecken gegen die sanfte Brise durch Flaschen Heinz Ketchup und den leuchtend gelben Zylinder French Senf beschwert. Das war kein formelles Dinnerparty. Es war ein Grillfest, eine Feier der Lässigkeit, seiner Leichtigkeit, aus den Supermarktregalen gekauft. Das Herzstück des Rituals war der Grill, ein kleiner, schwarzer Weberkessel, der wie ein heidnischer Altar auf der Terrasse stand. Die Vorbereitung begann mit den Holzkohlebriketts, gleichmäßige schwarze Kissen, aus gepresstem Staub, die mit einem Rasseln in den Bauch des Grills geschüttet wurden. Dann kam das Grillanzünd. Ein großzügiger Strahl wurde über die Kohlen gespritzt. Die Flüssigkeit sickerte mit einem zischenden Schweigen ein und ließ einen scharfen, chemischen Geruch frei, der den Duft des frisch gemähten Grases schnitt. Ein Einzelstreichholz wurde geworfen. Die Zündung war kein sanfter Fang, sondern ein plötzliches, heftiges Wumm. Ein niedriger Feuerball, der für einen erschreckenden Moment aufstieg, bevor er sich in einem hungrigen orangeblauen Tanz beruhigte, der die Briketts leckte. Der Geruch von brennenden Kohlenwasserstoffen war der Anfangspunkt des Festes, ein modernes Weihrauch.
Während die Kohlen zu einem Bett aus ascheffarbener, glühender roter niederbrannten, wurde das Essen aus der Küche gebracht. Hier glänzten die industriellen Grundlagen. Es gab keine von Hand geformten Patties aus frisch gemahlenem Rinderhackfleisch. Stattdessen wurde eine gewachste Pappschachtel geöffnet, Stapel von fertig gekauften Hamburger Patties zu enthüllen. Jede eine perfekte, vorgeformte Scheibe gleichmäßiger Dicke, ihre Ränder glatt, ihre Farbe ein gleichmäßiges Rotlichtgrau. Sie wurden von ihren Papierschichten mit einem sanften, schälenden Geräusch getrennt. Daneben auf einem Tablett angeordnet waren die Hotdogs Oscar Mayer Winner, ihre blassen, glatten Hüllen glänzend, jede in einem Vakuum aus Plastik versiegelt. Sie waren Emblem verarbeiteter Perfektion, garantiert auf die gleiche vorhersehbare, sehbare Weise aufzugehen und zu platzen. Die Brötchen warteten in ihren Plastiktüten, weiche, knautschige Kissen aus angereichertem Weißmehl, ihre Oberseiten mit einem feinen, goldenen Pulver bestäubt. Die Nachbarn begannen anzukommen und brachten ihre Beiträge, ein Potluck aus verpackter Herkunft. Marge kam durch das Gartentor mit einer großen, bedeckten Schüssel. Ihr Kartoffelsalat war ein cremiger, gelber Hügel. Sein Bindemittel nicht hausgemachte Mayonnaise, sondern Miracle Whip, jenes würzige, süße Salatdressing, das aus einem Glas kam. Es verlieh dem Salat einen charakteristischen, scharfen Geschmack und einen unnatürlichen Glanz, getüpfelt mit Stücken aus Dosengurkenrelish und vorgewürfeltem Sellerie. Einander Nachbar brachte einen Tupperware-Behälter mit gebackenen Bohnen, ihre Sauce dick und süß als eine Dosies Bushes, glasiert mit Streifen vorgekochten Specks. Ein Sechserpack Coca-Cola, seine Flaschen schwitzend, von kalter Kondensation in einem Metallgestell, wurde in eine Blechwanne mit Eis gestellt. Das Klimpern der Glasflaschen war der klanglässige Erfrischung weit entfernt vom Krug hausgemachter Limonade, der eine solche Zusammenkunft ein Jahrzehnt zuvor verankert hätte. Als die Kohlen bereit waren, ein grauweißes Erschastoben ihre feurigen Herzen bedeckend, begann das Kochen. Die Hamburger Patties wurden auf den Drahttoast mit einem befriedigenden Zischen gelegt. Das Fett aus ihrem vorgemischten Inhalt tropfte herab und flackerte in winzigen, aromatischen Flammen auf. Die Hotdogs wurden am Rand angeordnet, ihre Hüllen begannen zu knistern und zu bräunen. Der Hausherr, eine langgestielte Gabel wie ein Zepter schwingend, präsidierte über diese Outdoor-Küche mit fröhlicher, ungekonnter Autorität. Es gab kein Mysterium bei diesem Kochen. Die Produkte waren darauf ausgelegt, narrensicher zu sein. Das Gespräch floss so leicht wie das Limonadengetränk. Gespräche über neue Autos, die Little League-Tabellen, die überraschende Zuverlässigkeit des neuen frostfreien Kühlschranks. Die Kinder liefen schreiend über das Gras, ihre Hände bereits klebrig von Eis und Stiel als einer für den Anlass gekauften Schachtel. Das Servieren war eine Studie in informeller Effizienz. Die Bürger nannen zu einem sicheren, gleichmäßigen Grau gegart, wurden auf die unteren Brötchen gelegt. Dann kam die demokratische Anwendung von Würstsaucen aus, ihren zentralen Flächen. Der Heinz Ketchup
Ein dicker, süßig Tomatensirup erfordert einen festen Klaps auf seinen Glasboden, bevor einen roten Klecks abgab. Der French Sense spritzte in einer sanften, elektrisch gelben Spirale. Scheiben vom neongrünem, süßem Gurkenrelish. Aus einem Glas und roher Zwiebelring mit einer Mandoline geschnitten, wurden als optionale, knusprige Ergänzungen angeboten. Die Hotdogs rotten in ihren Brötchen und warteten auf ähnlichen Schmuck. Die Teller waren aus Papier, die Servietten ebenso, eine aufregende Wegwerfbarkeit, die bedeutete, dass die Reinigung wenig mehr als das Zusammenraffen zerknüllter Klumpen und das Wegwerfen der gebogenen Aluminiumfolie, die die Bohnen bedeckt hatte, beinhalten würde. In einem Klappstuhl sitzend, den Papierteller auf den Knien balancierend, war der erste Biss des Hamburgers eine Symphonie aus verarbeiteten Texturen. Das Brötchen gab mit einem weichen, kissenartigen Zusammenbruch nach. Das Patty selbst war saftig, aber ohne den robusten, rindfleischartigen Charakter von frisch gemahlenem Fleisch. Sein Geschmack war milder, salziger, homogenisiert. Ketchup und Senf lieferten die dominanten Noten, süß, würzig, vertraut. Der Hotdog war ein Aufplatzen herzhaften, rauschigen, fein emulgierten Genesis, seine Textur gleichmäßig glatt. Der Kartoffelsalat war kühl und cremig, sein Würze ein perfektes Gegengewicht. Alles war köstlich auf direkte, unkomplizierte Weise. Das Essen forderte keine Contemplation. Es erleichterte das Gespräch. Der Fokus lag auf dem gesprenkelten Sonnenlicht, dem Lachen der Kinder, dem leichten Zusammensein zwischen Nachbarn, die nicht nur einen Zaun, sondern eine Lebensweise teilten. Als der Nachmittag verreppte und die Kohlen zu einem tiefen, aschigen Rot verblassten, war das Gefühl der Zufriedenheit tiefgreifend. Das Grillfest im Hinterhof erfasste das Wesen der neuen amerikanischen Freizeitgestaltung. Informel, gesellig und vollständig von Industrieprodukten untermauert. Niemand hatte den Morgen damit verbracht, Fleisch zu mahlen oder Mayonnaise aufzuschlagen. Das Zusammentreffen war spontan, sein Erfolg durch die zuverlässigen, identischen Produkte aus dem Geschäft garantiert. Die Gesparzeit wurde nicht in der Vorbereitung verbracht, sondern im Genuss. Die leere Ketchupflasche, die zerknüllten Hotdog-Packungen, die leere Colaflaschen in der Wanne, das waren die Artefakte des Rituals. Sie repräsentierten eine Freiheit von der Arbeit, eine neue Art von Fülle, bei der Spaß und Lebensmittel vorgefertigte Partner waren. Die Sonne sank tiefer und warf lange Schatten über die karierte Tischdecke. Das Stimmengewirr verblasste zu einem warmen Gemurmel. Der Hinterhof, erfüllt vom Duft verbrannter Holzkohle und süßem Rauch, fühlte sich wie das Epizentrum einer einfacheren, helleren Welten, einer Welt. In der Freizeit keine hart erkämpfte Belohnung mehr war, sondern eine leicht verfügbare, im Laden gekaufte Ware. Die letzten Tage des Jahres 1909